Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die R&B-Sängerin Keisha Gao tauschte Mitte 30 ihren sicheren und erfolgreichen Job in der Modebranche gegen ein deutlich unberechenbareres, aber eben auch freieres Leben als Musikerin und Content Creator ein. Von Performance-Videos im U-Bahnhof über Songwriting-Camps auf Mallorca bis hin zu 2 veröffentlichten EPs und zahlreichen Singles ist sie mittlerweile auch Background-Sängerin von Kool Savas. Neben all dem produziert sie unermüdlich Content für Social Media und moderiert verschiedene Formate, sowohl online als auch offline. Da stellt sich mir die Frage, wie schafft sie es, all das unter einen Hut zu bekommen? Was hat ihr in ihrem alten Corporate-Leben gefehlt? Woher nahm sie den Mut, ohne Erfahrung den Schritt in die Musik zu wagen und was es mit ihr macht, nur 3 Jahre später regelmäßig mit Kool Savas auf der Bühne zu stehen? Wie hat sie überhaupt ihre Künstlerin-Identität gefunden und passend dazu Online-Formate entwickelt? Und in welcher Form vielleicht manchmal das Universum seine Hände im Spiel hatte, besprechen wir in dieser Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass die Deutsche Bahn uns heute keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und dich, Kay, heil aus Düdo hier angeliefert hat quasi. Ja, ich kann es kaum glauben, ehrlich. Schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich. Wir sind schon ewig via Instagram connected. Wirklich lange. Habe ich das Gefühl. Und 2 Dinge, die wir gemeinsam haben, sind... Wir sind Drake-Fans. Oh shit, dann sind es sogar 3. Ehrlich? Okay, wir sind Drake-Fans, ja. Was noch? Oh mein Gott. Wir sind nicht so fitte Mäuse. Direkt in den ersten 60 Sekunden schon Striptease. Wir sind nicht so fitte Mäuse. Ja, ab und zu. Wir haben immer so Phasen, aber ja. So. Okay, dann noch eine Sache. Noch eine Sache? Oh Gott, was ist es denn? Ja, weiß ich nicht. Naja, was geht mit nicht so fitte Mäuse einher? Wir lieben es zu essen. Wir lieben es zu essen. Wir sind Foodies. Wir lieben Spaghetti-Eis. Oh Gott, ich liebe Spaghetti-Eis, und ja. immer wenn du in deiner Story postest, du gönnst dir ein Spaghetti-Eis einfach, weil man muss sich auch was gönnen. Es ist so. Girl, I feel you, weil Spaghetti-Eis wirklich... Es ist einfach das beste, nicht nur Dessert, beste Süßigkeit, finde ich so. Geil. Ja, aber es gibt ja so Leute beim Eisladen, die nehmen dann so Krokantbecher und so, weißt du, Muskatnuss, bla. Und ich bin so, ey, Spaghetti-Eis einfach. Spaghetti-Eins auf die 1, immer. Ist so. Ja, das war schon mal ein super Intro. Wow, was für ein Eindruck direkt. Ich bin unfit. Ich esse nur Spaghetti-Eis. Und Drake, der eigentlich weggecancelt werden müsste. Ja, ich meine, wir haben gerade einfach eine schlechte Drake-Phase. Ja, jeder hat das mal. Passiert den Besten. Ist nicht seine Era, oder? Und ich persönlich verteidige auch nicht ihn. Also ich bin auch gar keine Ultra von seiner Person. Same. Ich bin halt so, seine Mucke macht halt was mit mir. Voll. Und ich bete einfach, dass wir noch überhaupt was hören können. Ja, das hoffe ich auch. Für alle R&B- und Rap-Fans wird ja gerade ein bisschen eng. Ja. So müssen wir einfach mal die Augen aufhalten. Ich hoffe es. Lass uns beten, dass das noch was wird. Wir fangen an mit der Frage von meinem letzten Gast. Sie ist sehr spezifisch. Du konntest dich ein bisschen darauf vorbereiten. Ja. Was ist deine Lieblings-Halt-die-Fresse-Folge? Also ich muss erstmal ehrlich gestehen, ich habe das Format nicht geguckt oder nie geguckt. Lieb's. Aber ich dachte, wieso? Ich will auch real sein. Also was soll ich hier so tun, als ob ich irgendwie... Ja, aber das ist ja perfekt. Weißt du? Umso besser. Aber ich hatte ja Zeit im Zug von Düsseldorf nach Berlin und habe mir dann einfach so die Folgen rausgepickt, die mich so auf Anhieb irgendwie interessiert haben. Und ich habe tatsächlich 2 Lieblingsfolgen. Einmal die Hafti-Folge. Also, es gibt ja mehrere Hafti-Folgen. Ja, das ist die erste, glaube ich. Deutschrap ist meine Bitch, ich bin ihr Zuhälter. Das fand ich sehr krass. Ja. Sehr, sehr krass. Also Unmatched, the Energy. Und dann gibt es noch eine Folge von Timeless. Er heißt heute Timey. Und wir sind einfach seit 5 Jahren sehr gute Freunde. Und ich wusste nicht, dass er auch bei dem Format mitgemacht hat. Und es war einfach cool, ihn dort zu sehen. Also da war er wirklich noch so, ich weiß nicht, Anfang 20. Und jetzt ist er halt wirklich erwachsener Mann. Und man sieht schon auch so seine Entwicklung. Und ich habe das halt einfach so gefeiert, wenn man sich halt auch so gut persönlich kennt, so, weißt du? Ja, die Folgen sind ja auch alle teilweise schon richtig alt. Ne? 10, 12 Jahre oder so. Ja, teilweise ja 15 Jahre. Ja, stimmt. Also die Hafti-Folge war, glaube ich, 15 Jahre alt. Das ist halt crazy, wenn man so die Rapper sieht, wie die sich entwickelt haben und auch wie die jetzt aussehen. So. Ja. Halt auch nach dem Erfolg. Ne? Ja, das schon heftig. Also bleibst du bei Hafti? Ja. Okay. Da würde ich mitgehen. Wir haben auch viel über Folgen gesprochen und Hafti ist auf jeden Fall auch diverse Male gefallen. Du warst ja erfolgreich in der Modebranche, hast BWL studiert und Corporate-Karriere gemacht. Ja. Wie und wann fiel denn die Entscheidung, den vermeintlich sicheren und bekannten Weg aufzugeben und hinter dir zu lassen und Musikerin zu werden?
Also es war ein Prozess, der fing so 2017 an, wo ich dann halt so, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, wirklich meine ersten Songs zu schreiben und ich dann gemerkt habe, oh mein Gott, das habe ich noch nie gefühlt, was ich bisher so zum ersten Mal wirklich sowas zu erschaffen. Das war eine Erfüllung, die ich so vorher noch nie hatte. Trotzdem ist der Weg dann natürlich, okay, jetzt habe ich ein paar Songs geschrieben, aber ist das wirklich jetzt der Weg, dass ich Musik machen möchte, nur noch Musik machen möchte und erst wollte ich so on the side machen, so nebenbei, aber irgendwann merkt man halt, wenn der Fulltime-Job einfach so viel Zeit einnimmt, du weißt ja selber, wie das ist, es ist kaum möglich. Man macht halt so mini Baby-Steps und dann war es so 2018, glaube ich, im Herbst das erste Mal, dass ich dann damals mit meinem Ex-Partner, also heute Ex-Partner gesprochen habe, meinst du, wir kriegen das irgendwie hin, dass ich meinen Job schmeiße, weil es ist ja dann auch eine Entscheidung, die man gemeinsam treffen muss, weil natürlich auch ein großer Teil der Finanzen dann auch erstmal so auf seinen Schultern lastet. Und er meinte noch so, ja, wart erstmal ab, so vielleicht das Weihnachtsgeschäft, vielleicht bist du ja gerade ein bisschen einfach nur im Stress, so, weißt du, weil Weihnachtsgeschäft ist so in der Mode die schlimmste Saison. Und ich habe dann so ihm zuliebe noch so gesagt, ja, okay, ich warte ab, aber ich habe dann direkt so im Februar 2019 habe ich gesagt, okay, ciao. Ja, das war dann so der Sprung, den ich gemacht habe. Kannst du benennen, was dir gefehlt hat? Ja, habe ich länger drüber nachgedacht, aber es war Identität. Also es war ein Ding, was mir erst jetzt so bewusst geworden ist, weil ich habe halt damals, obwohl ich Fashion liebe, habe ich natürlich immer für andere Brands gearbeitet oder für ein Unternehmen gearbeitet. Und im Rahmen dieser Jobs musstest du ja auch immer diese Corporate Identity erfüllen. Fing an wirklich von, wie stylst du dich, was für Klamotten trägst du, auch so ein bisschen das Wording, wie du unterwegs bist. Du wirst halt sehr krass in so einen Rahmen reingepresst und das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen, weil es so normal für mich war. Und je länger ich in meine Kunst eingetaucht bin, umso mehr habe ich mich selbst auch mehr kennengelernt und ich würde sagen, so ich war noch nie so sehr ich, wie ich es jetzt bin. So, ja. Gab es einen Schlüsselmoment auf der Arbeit, wo du gemerkt hast, also du hast es ja auch Mitte 30 gemacht, das heißt, du hattest ja auch schon eine Zeit, um dich auch zu entwickeln und älter zu werden. Da lernt man sich auch noch mal ein bisschen anders kennen als Anfang 20 so. Man geht ja auch durch Phasen. Voll. Gab es so einen Moment, wo du warst, fuck it, ich mach das jetzt einfach? So ein Schlüsselmoment. Ja, also wo ich dann auch sowieso selber mit mir im Zwiespalt war, weil ich habe immer für irgendwie amerikanische Konzerne gearbeitet. Ich weiß, ich bin halt irgendwie immer gelandet so. Und bei der letzten Brand, wo ich war, da waren die Guidelines sozusagen für meine Mitarbeiter, die ich damals geführt habe, die halt im Einzelhandel, im Retail-Stores waren, sehr, sehr strikt. Und ich wusste, dass da manchmal so Surprise-Visits waren vom CEO. Und da muss dann immer alles wirklich so on top und top sein. Und ich habe halt meine Mitarbeiter nach Skills und Fähigkeiten eingestellt. Aber dort waren dann halt öfters mal so Dinge wie, ja, aber sie sollte schon Heels tragen, wenn sie auf der Fläche steht. Oder weiß ich nicht, ob sie die Haare nicht besser glätten soll und solche Sachen. Und wenn ich dann da stehe und ich einer Frau sagen muss, es wäre, glaube ich, doch besser, wenn du die Haare glättest, dann sagst du so, Bro, das ist so uncool, das ist einfach nicht cool. Und ich sage nicht, dass jede Fashion-Brand so ist und es kann auch sein, dass das sich mittlerweile entwickelt hat, aber und ich habe ja schon 10 Jahre in der Fashion-Branche gearbeitet und es war schon sehr gang und gäbe, dass da schon sehr viel drauf geachtet wurde. Ja. Selbst ja auch im Hintergrund, ne? Also die Leute, die teilweise im Büro arbeiten. Ja. Da ist ja auch, wenn du jetzt bei einer Sportbrand arbeitest, dann trägst du halt nur die Schuhe und die Klamotten. So, es ist so. Und eine Sache war noch bei der Brand, wo ich auch war, die wollten eigentlich auch nicht so Tattoos, ne? Haben wir nicht so gefeiert. Wo ich auch denke, wir sind doch Fashion, das ist so die Ironie überhaupt, weil man meint, man geht doch irgendwie mit der Zeit so, aber selbst da, ja, es sollte nicht so offensichtlich sein, es sollte irgendwie polished sein und es gab dann irgendwann so in dem letzten Jahr, bevor ich gegangen bin, habe ich dann halt immer öfter so rebellisch dann noch so ein kleines Tattoo mir gemacht und noch eins, wo meine Chefin dann so, hast du ein neues Tattoo? Und ich so, nee, ich glaube, das hatte ich schon. Nein, das war schon da. So. Also ich habe schon gemerkt, so dass ich immer, so bin ich dann halt auch gerne, so dass ich dann immer mehr anecke und so probiere und austeste, weil ich halt nicht so lange es schaffe, in so dieser Box zu bleiben. Ja.
Ich habe damals tatsächlich noch gefragt, als meine Tattoos irgendwann sichtbarer wurden. Ja. Also wo ich dann vom Oberarm dann irgendwie in den Unterarm gewandert bin. Da habe ich wirklich gefragt, ob das okay ist. Ja. Und da war zum Glück die Antwort, das ist uns doch scheißegal. Das war dann aber auch Medienbranche nochmal was anderes als Fashion. Ne? Das war dann wirklich, mach doch, was du willst. Ja. So, also wenn halt jemand kommt, der halt wirklich wichtig ist, dann ziehst du halt was Langes an. Ja, so, ja, ne? ja, voll. Aber ich hatte auch mit, was war denn das, Anfang 20? Da hatte ich auch noch Respekt davor, weil ich dachte, okay, verspiele ich mir jetzt hier was oder mache ich mir selber irgendwie das Leben schwerer, als es sein müsste? Und habe mir dann aber auch gedacht, also will ich wo arbeiten, wo das ein Thema ist, so, und wo das irgendwie auch ein Problem darstellt. Ein Thema kann es ja sein, aber ein Problem darstellen, da habe ich für mich so, ich werde nie bei der Sparkasse sein, weißt du? Und will ich auch nicht. Und selbst wenn es mich da mal irgendwann hin verschlägt, hoffe ich, dass Tattoos kein Problem sein werden, irgendwann mit 70, wo wir noch arbeiten müssen. So. Das haben ja wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, in deinem Umfeld nicht alle verstanden, warum du jetzt diesen Move machst, weil du ja sicherlich auch nicht mit jedem so gesprochen hast wie mit deinem damaligen Partner und so ein bisschen die Option und wollen wir das jetzt machen. Und viele Leute haben es dann einfach von Latz geknallt bekommen, dass das jetzt so ist und du kündigst und du gibst die Sicherheit auf, bist du denn wahnsinnig in deinem Alter. Wie bist du denn mit den ganzen Zweifeln umgegangen? Also sowohl deine eigenen Ängste als aber auch das Außen, was sicherlich Meinungen hatte, die sie geteilt haben. Also da unterteile ich mal so in Familie und Freunde. Bei meinen Eltern war es wirklich so, also ich meinte zu meinem Vater, ich weiß das noch, und dann meinte ich so, Papa, ich werde jetzt Musik machen. Und dann meinte er so, meinst du jetzt beruflich? Ich so, ja, beruflich. Und ich weiß noch, wie er meinte, so, okay. Und dann habe ich ihn auch irgendwann dann, weiß ich nicht, so ein halbes Jahr später mal gefragt, so, wie war das denn für dich, als ich das gesagt habe? Und der so, ja, also ich weiß ja, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, dann machst du das halt auch. So war ich halt schon immer. Also auch das mit der Fashion damals war auch so sehr, sehr impulsiv eigentlich. Er wusste das auch bis zum Schluss nicht, bis ich diesen Job quasi hatte oder den Studienplatz. Ich habe es dann einfach so gemacht und er wusste, es bringt nichts, irgendwas dazu zu sagen, weil wenn sie was will, dann macht sie das auch. Und er kennt mich ja auch schon so gut, dass er weiß, wenn ich was will, dann ziehe ich das halt auch zu 100% durch. So. Und daher, auch wenn er am Anfang so dachte, so oha, aber eher so dieses, er wusste, er kann mir da nicht helfen, weil er hat überhaupt gar kein Know-how, gar keine Connections oder irgendwas, womit er mir eine Hilfestellung geben könnte. So, das war eher so das, wo er sich ein bisschen hilflos fühlte oder auch meine Mutter. Und bei meinen Freunden, da war das damals so eher dieses so, boah, ja, finden wir cool, ja, sehr mutig finden wir das. Und dann aber immer so, aha, ja, und kann man, also immer die gleichen Fragen, kann man denn davon leben und so? Und ich finde das mal so Wahnsinn, weil jeder, der sich selbstständig macht, es gibt niemanden, der fragt, kann man davon leben? Also es ist immer bei Musikern so, dass diese Frage gestellt wird, was ich auch so irgendwie frech finde und ja, so grenzüberschreitend. Und es gab dann immer wieder viele Fragen, die das so, obwohl sie sagen so über den Deckmantel, ich unterstütze das, aber immer wieder so zwischen den Zeilen sagen, aber eigentlich ist es total dumm, was du machst. So. Das machst du jetzt mal ein Jahr und dann kommst du Ja, genau. Und du merkst es auch so, wenn du dann irgendwo zusammen mit deinem Freundeskreis so auf Events bist. Und ich habe vorher gesagt, ja, ich bin District Manager Europe. Und dann sagst du, ich bin Sängerin. Du siehst in Gesichtern sofort, aha, ganz andere Reaktionen, so wie, hä, was ist das jetzt? Und vor allem, wenn du halt nur in der Fashion-Bubble unterwegs warst oder viele Freunde auch daraus waren, hast du direkt gemerkt, okay, irgendwie geht jetzt langsam immer mehr und mehr die Schnittmenge verloren. So, also ich habe dann halt dadurch auch so ein bisschen erkannt, mit vielen war dann irgendwo zu wenig der gemeinsame Nenner da. Und ich fühlte mich einfach unwohl, immer in diese Rechtfertigungspositionierung zu gehen, weil ich will mich gar nicht rechtfertigen, aber sobald ich mich irgendwie in diesem Umfeld aufgehalten habe und bei Gott, die meinten das bestimmt nicht böse, weißt du, weil sie einfach so es nicht besser wussten. Aber ich habe dann irgendwann für mich dann auch entschieden, dass ich mich da einfach so distanziere und irgendwann ist es dann auch so gewesen, dass sich das so verlaufen hat und irgendwo auch da ein Shift passiert ist bei mir. Das jetzt, also mittlerweile bin ich mit ganz anderen Leuten, ich habe einen ganz anderen Freundeskreis, auch sehr selektiv, auch sehr viel kleiner. Der war früher relativ groß und der ist dann halt immer mehr geschrumpft, aber bei dem fühle ich mich zu Hause und gut aufgehoben und da muss ich nie irgendwelche komischen Fragen beantworten. Hat es was mit dir gemacht?
Dieser Shift, meinst du? Na, Oder? dass sie so reingequatscht haben und jeder hatte eine Meinung und du musstest dich rechtfertigen. Ja, also es war frustrierend für mich. Also überhaupt, dass ich immer, also ich habe so gemerkt, dass wenn du es immer öfters hörst, dann macht es schon was mit dir. Also es ist ja wie mit allen Dingen. Es können sich dann irgendwie so auf schleichende Art und Weise so Glaubenssätze festsetzen, wie, ja, das funktioniert nicht, das klappt nicht oder du bist nicht gut genug oder was auch immer. Und das war dann auch letztendlich die Entscheidung, warum ich mich distanziert habe. Weißt du, weil ich dachte so, wenn ich mir das jetzt Jahre oder Monate lang anhöre, ja, irgendwann werde ich das glauben oder es wird mir auf einmal den Mut nehmen, den ich jetzt mir sozusagen hart erarbeitet habe. Und das wollte ich einfach nicht riskieren. Du siehst ja keinen Tag älter aus als 25. Meinst du, das Unverständnis lag vielleicht auch daran, dass du das mit Mitte 30 gemacht hast? Ja, safe. Safe. Und ich glaube, selbst wenn ich es mit Anfang 30 gemacht hätte oder selbst mit Ende 20 hätten mich Leute angeguckt. Also gerade als Frau, sage ich nochmal. Das ist schon krass, wie oft mir das begegnet. Also auch wenn ich mit anderen Frauen spreche, die dann wirklich eben aufgrund dessen sich nicht trauen, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen, war das für die ja schwer nachzuvollziehen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich glaube, würde ich nicht selber drin stecken, hätte ich vielleicht auch drüber nachgedacht, weil man in diesem Narrativ irgendwie groß wird. So, weißt du, so, ja, eigentlich ist doch jetzt alles gesettelt, alles funktioniert super, du bist erfolgreich in deinem Job, du hast dein gesetteltes Umfeld, warum willst du das jetzt umbrechen? Und ich glaube, du musst das erst in dir fühlen, dass du merkst, ich möchte das einfach so sehr und ich merke einfach, wie glücklich mich das macht und mich das erfüllt. Und dann, es muss irgendwas passieren, dass der Druck in dir selbst, ob positiv oder negativ, so hoch ist, dass du sagst, okay, ich gehe aus meiner Komfortzone. Sonst passiert es auch nicht. Und du kannst ja auch immer wieder zurück. Ja, ach, das habe ich zwar auch immer gesagt, aber ich habe es natürlich nie gemacht. So, weißt du? Aber der Moment kann ja trotzdem noch kommen, dass man auch sagt, der Hustle, man hat einfach keinen Bock mehr. So, ne? Man ist einfach müde und man will nicht mehr. Und der Corporate-Job, der ist ja nicht weg. Nein. Also der ist ja nicht für immer weg jetzt so. Und ich glaube, das ist, was dann auch das Außen oft nicht so ganz versteht. Die sagen, aber du hast es doch, warum behältst du es nicht? Ja. Sag ich, aber ich kann es ja wieder haben. Genau. So, weißt du? So, und du machst es jetzt mal und du hast einen Moment. Ja. Und ich will auch gar nicht auf dieser Altersgeschichte so rumrennen. Ich weiß aber, dass das ein Thema ist, was dich ja auch umtreibt und wo du ja auch gerade am Anfang viel Feedback von außen bekommen hast und das ja dann auch geteilt hast, wie es mich dann ja erreicht hat auf Social Media. Als du deine Musik ja zum Beispiel ein paar Labels vorgeschlagen hast, meinten ein paar A&Rs oder Labelmanager, dass deutscher R&B ja nicht so gut funktioniere und du ja zu alt bist. Ja. So, dich kann man nicht also so gut sie haben es zwar nicht so gesagt, aber man checkt ja schon, worum es geht, so, weißt du? Glaubst du auch, dass mit dem deutscher R&B funktioniert nicht, war eine Ausrede und dass sie einfach nicht den Mut hatten? Oder meinst du, sie haben es einfach echt nicht gefühlt? Sie haben es erstens mal nicht verstanden, das auf jeden Fall. Also ich sag auch immer so, nur weil jemand jetzt als A&R in der Unit Urban oder Hip-Hop sitzt, heißt es noch lange nicht, dass die Person wirklich weiß, wovon sie redet. Also, weil gerade wenn man aus der Corporate-Welt kommt, man weiß ja, wie das ist. Du wirst dann auf einmal in die Abteilung gesetzt oder du wirst die Position übernehmen, ohne dass du irgendeine Vorkenntnis hast in dem Bereich. Du musst dich da erstmal reinfuchsen und so. Also es ist nicht immer gegeben, dass das wirklich alles jetzt Hip-Hop-Heads sind oder Leute, die irgendwie das wirklich fühlen. Also es kann auch ohne Probleme mal bei einem Major-Label jemand von Schlager auf einmal zu Urban gesetzt werden. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber so ist es halt in der Corporate-Welt. Und ja, zum einen glaube ich halt wirklich nicht ganz verstanden und es war ihnen auch zu anstrengend, weil es ist so, natürlich, es hätte mehr Arbeit bedeutet, ganz klar, weil es nicht, sage ich mal, der Mainstream-Bereich ist oder natürlich etwas nischiger ist und sobald etwas nischiger ist bei uns, musst du halt mehr Arbeit reinstecken. Es ist so. Und, du machst doch aber Mucke, die ja voll kommerzialisiert, also die kann man verkaufen. Ja, natürlich, weißt du? Ich weiß, aber es ist halt trotzdem, ich glaube, das ist halt, die müssten dann halt um die Ecke denken, so, weißt du, du kannst nicht die Schablone draufsetzen, wie du es vielleicht bei irgendeinem Rap oder einem Hip-Hop-Act machst. Du musst schon mehr in die Tiefe gehen und gucken, okay, wie können wir das da aufziehen? Also wie du die Brand sozusagen aufbaust in dem Sinne, wenn du es so betrachtest. Und ich glaube, gerade in dieser schnelllebigen Zeit
waren die nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ist es tatsächlich. Und ich kann es nicht mal verübeln, weil aus unternehmerischer Sicht macht es vielleicht Sinn, ist aber nicht so nachhaltig, finde ich. Weil, keine Ahnung, du ziehst dann irgendwie nur Artists ran, die, weiß ich nicht, gerade dem Trend entsprechen und ist aber nichts, womit du sagen kannst, das ist etwas, was sehr, sehr langlebig ist, meiner Meinung nach. Hattest du mit denen im Nachgang nochmal Kontakt? Nee. Nee? Nein. Also man sieht sich vielleicht mal so auf Events oder so oder Stories werden verfolgt, so auf das Übliche halt so. Das liebe ich ja, ne? Immer so diese Story-Stalker. Und die ja. die Herzmenschen. Ja, genau. Lieben wir auch. Vor allem, ich hätte mir halt ja vielleicht gewünscht für dich, dass die dann irgendwie sagen, ey, damals habe ich es nicht gecheckt, aber jetzt verstehe ich die Vision, wo ich sie sehe und wo ich dich verfolge. Ja, also es gab dann als ich meinen ersten Release hatte, war auch, ich weiß nicht, ich glaube von Warner hat mich eine angeschrieben und die hat mich dann einfach auch nochmal gefragt, ja, wie sind denn deine Pläne? Und wie ist dein Release-Plan, dies, das. Und dann habe ich ihr alles geschickt so, ne? Ich hatte alles ready und dann so, ja, voll cool, wir beobachten das, es ist immer das Gleiche, wir beobachten das jetzt mal, so wie die Entwicklung ist. Mit anderen Worten, sobald du groß bist, dann signen wir dich. Ne? Also sobald du Geld abwirfst, dann würden wir dich gerne unter Vertrag nehmen. So, weißt du, also das war quasi so nett gesagt, was mir so kommuniziert wurde. Und dann denke ich so, ja, gut, dann eben nicht, weißt du, so. Bist du ein Mensch, den das anspornt? Ja, 100%. Ja. Das ist gut. Ja, also egal in welchem Bereich, also ob es in meinem alten Job war, wo, also das Ding ist, ich habe ja so mehrere Runden gedreht. Bevor ich aus dem letzten Job ausgestiegen bin in der Fashion, bin ich vorher auch schon mal bei meinem vorigen Arbeitgeber rausgegangen, weil ich dachte so, nee, das ist es nicht. Aber ich wusste irgendwie noch nicht, ich war noch so ein bisschen lost. Ich wusste nicht, ist es die Musik? Ist es vielleicht nur ein anderer Bereich in der Fashion? Und mir fehlte da noch so ein bisschen irgendwie meine Orientierung. Und ich weiß noch damals, der Vertriebschef, weil vorher habe ich im Vertrieb gearbeitet, meinte noch zu mir, ja, was willst du denn jetzt machen? Willst du jetzt Superstar werden oder sowas? So richtig abfällig, obwohl das nie thematisiert wurde. Und heute sage ich so, und das hat innerlich, war das schon so für mich so, weiß ich nicht, der Funke, wo ich merkte so, ja, das will ich werden. So, weißt du, wo ich heute noch so denke, okay, irgendwann will ich ihn sehen und ihm das genau ins Gesicht sagen, so, weißt du. Und ja, und auch so, wenn solche Dinge passieren, wo du Ablehnung erfährst, klar, im ersten Moment ist es ätzend und ich bin bestimmt, ich bin ja auch nur ein Mensch, natürlich ärgerst du dich oder bist dann auch mal frustriert und enttäuscht, aber dann denke ich mir auch so, okay, dann zeige ich es euch halt. Dann muss ich es euch halt zeigen, dass es nicht stimmt, was ihr sagt. So, also safe. Der große Umbruch, als du dann deinen Corporate-Job verlassen hast, hin zur Selbstständigkeit in, oh Gott, die Musikbranche. War Umzug da auch mal ein Thema für dich, um vielleicht anders oder schneller zu connecten? Oder war dann so, okay, ich bleibe trotzdem zu Hause? Nee, tatsächlich bin ich so eine der wenigen, die, glaube ich, nicht nach Berlin ziehen wollten. Ich wollte immer zu Hause in Düsseldorf bleiben. Aber das war schon immer so, auch schon in meinem alten Job bin ich immer in Düsseldorf geblieben, weil auch da hätte ich ein Jobangebot in Berlin angenommen, in Frankfurt, in Wien, wäre ich schneller in der Karriereleiter aufgestiegen, aber ich habe es immer in Kauf genommen, weil mein persönliches Umfeld mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Also das ist das, woraus ich meine Kraft tanke, das ist mein Anker, mein Halt. Und wenn ich das nicht um mich herum habe, dann funktioniere ich auch nicht gut. Und dann habe ich halt immer gesagt, okay, dann dauert es halt etwas länger. Und ich habe es mir selber schon bewiesen, in der Fashion hat es auch funktioniert. Obwohl ich nicht irgendwo anders hingegangen bin oder gesagt habe, okay, ich gebe jetzt meine Heimat auf. Das ist schon etwas, so was so mein Backbone ist. Und das werde ich mir, also sag niemals nie, aber bisher will ich mir das so beibehalten, ja. Hast du jetzt, wenn du das jetzt schon ein paar Jahre machst, das Gefühl, es war besser, dass du erst später in die Musikbranche gestartet bist? Oder denkst du jetzt, oh fuck, hätte ich das mal schon irgendwie mit 17 gesehen? Ey, ich muss sagen, das ist genau meine Zeit jetzt. Also mit 17, 18, das ist ja schon ein bisschen was her, haben wir ja jetzt gelernt. Ja, 7 Jahre, oder? Ja, genau. Ein paar Jahre ist es her. Also es war auf jeden Fall noch vor Social Media, so. Und ich finde, also, weil ich sehe das natürlich, dass es auch viele Künstler gibt, die sich extremst darüber beschweren, es ist so schwierig, sich durchzusetzen und wie soll man es überhaupt schaffen, Sichtbarkeit zu bekommen und
Das stimmt auch, ja. Aber ich glaube, dass es heute trotzdem im Vergleich viel, viel, viel einfacher ist. Und vor allem, du hast jetzt viel mehr selbst die Möglichkeit, dir diese Chancen zu erschaffen. Weil wenn man jetzt mal so in die 90er oder 2000er Jahre denkt, du bist eigentlich nur in diesen elitären Kreis reingekommen, wenn dich irgendein A&R, ein Label entdeckt hat. Und die haben quasi darüber entschieden, ob das was wird oder nicht. Also, und du musstest im Radio und im Fernsehen stattfinden, sonst hattest du keine Chance. Oder klar, du warst im Untergrund und das hat so viel Buzz irgendwie erzeugt, aber das war halt natürlich im Vergleich, wie es heute möglich ist, irgendwie viral zu gehen. Ja, 1:1 Million gefühlt so. Und heute, ja, hast du dein Handy, du kannst einfach was ins Netz laden und wenn du Glück hast, natürlich kann es über Nacht passieren. Aber auch selbst wenn es nicht so gut läuft, dann kann es aber über Jahre sehr organisch wachsen, würde ich behaupten. Also es ist auf jeden Fall Erfolg, der gesund wachsen kann. Auf jeden Fall. Hast du den Social-Media-Code geknackt? Naja, ich glaube nicht. Nein, sonst müsste ich mir nicht immer darüber Gedanken machen, wie ich meine Rechnung bezahle. Aber also ist die Frage ja doch berechtigt von deinen Leuten, ob man davon leben kann. Ja, ich lebe. Ich lebe, genau. Nein, aber ich lebe sehr gut und sehr glücklich. Ich sage immer, ich lebe vielleicht nicht im Wohlstand, aber ich lebe im Wohlbefinden. So. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und ich würde sagen, ich habe schon Social Media verstanden. Und es ist auf jeden Fall knackbar, aber es bedeutet halt einfach auch sehr viel Arbeit. So, und ich würde behaupten, es ist schon fast ein Fulltime-Job. Dadurch, dass ich aber halt eben auch Künstlerin bin und dann performe ich nebenbei noch mit Savage und dann bin ich jetzt seit Neuestem auch noch irgendwie nebenbei Moderatorin, ist das halt etwas, was man eben nicht so Fulltime investen kann. Ich versuche es so gut es geht. Ich weiß natürlich, wenn ich mich jetzt nur darauf konzentrieren würde, hätte ich da auch schon viel größer sein können, aber das ist eben nicht mein Bestreben. Es ist für mich okay. Das ist wie auch mit diesem Umziehen. Es ist für mich okay, wenn es ein bisschen länger dauert, aber dafür ist es so mein Weg, der nicht zu sehr verwässert, weißt du? Diffus schrieb vor 2 Jahren über dich. Oh Gott. Pass auf. Ja. Die Musikerin bekommt den verdienten Stempel Selfmade Artist. Von Songwriting über Visualisierungskonzepte bis hin zu Social Media macht sie alles selbst, ganz ohne Label im Rücken. Mhm. Was bedeutet dir, Achtung, Wortspiel, dieser Selfmade-Gedanke? Und wie wichtig ist dir das, als das auch wahrgenommen zu werden? Also ich muss sagen, dass mir das sehr viel bedeutet. Also das heißt nicht, dass ich irgendwas dagegen habe, wenn man es nicht selfmade macht. Aber ich finde, es ist einfach auch so ein bisschen part of the journey für mich und auch Teil unserer Kultur, in der wir uns aufhalten. Ich finde, dieser Selfmade-Gedanke ist irgendwie schon so im Hip-Hop einfach sehr, sehr präsent. Und ich glaube, nur dann weißt du auch krass zu schätzen, wenn du dann, weiß ich nicht, gewisse Meilensteine erreichst und Erfolge erreichst. Natürlich sage ich aber auch, dass du nicht alles alleine machst. Das ist auch wahnsinnig. Also klar, ich habe auch Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wechselnde Teammitglieder je nach Projekt, weil du musst auch abgeben können, weil sonst kommst du auch nicht von der Stelle. Aber ich weiß genau, was wo passiert. Oder ich wüsste, ich könnte das an der Stelle, vielleicht bis aufs Produzieren, auch selbstständig hinbekommen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass du weißt, was um dich herum passiert, dass du verstehst, wie dieses Business funktioniert, dass du verstehst, wie deine Kunst aufgebaut ist. Weil da sind wir auch wieder bei dem Thema Identität, weißt du, oder mir ist es wichtig, dass ich irgendwo überall beteiligt bin. Und ich glaube, das ist auch wichtig als Artist, weil sonst erreichst du den Konsumenten auch nicht. Wenn das muss so gestochen scharf sein, dass das auch, selbst wenn du es noch irgendwie durch 2, 3, 4 Hände reichst, dass aber immer noch Keisha Gao am Ende dabei erkennbar ist, verstehst du? Was sagst du zu KünstlerInnen, die sagen, ich mache einfach nur Mucke und der Rest soll irgendwer anders machen, den ganzen Vertrieb? Hatten wir hier auch schon zu Gast. Liebe Grüße an Enoch an der Stelle. Aha. Die einfach sagen, ja, ich habe euch doch ein geiles Master geliefert und jetzt macht mal. Mhm. Ja, also das ist natürlich dann die persönliche Entscheidung, wenn man das so sagt. Aber ich finde, du lässt dich viel schneller irgendwie die Kontrolle aus der Hand nehmen. Also vielleicht ist das auch manchen nicht so wichtig.
Aber bei mir geht es auch darum, dass ich wüsste, okay, holen wir da jetzt wirklich die 100% raus? Oder verlasse ich mich einfach jetzt darauf, das sind vielleicht auch meine Trust-Issues, aber das habe ich halt jetzt in... Hat Drake nicht auch einen Song, der Trust-Issues? Aber es ist halt einfach so auch meine Erfahrung bisher gewesen. Es ist vielleicht auch das ist vielleicht auch der Grund, warum ich kein Management habe, weil ich habe schon mit mehreren Leuten mal probeweise gearbeitet, aber es war am Ende immer meine Entscheidung dagegen, weil ich gemerkt habe, nee, also es muss mindestens so gut sein, wie ich es machen würde. Sonst bringt es mir ja nicht den Mehrwert. Und du musst erstmal verstehen und vergleichen können, okay, wie viel Mehrwert bringt mir Person XY oder das Unternehmen, die Brand, der Manager, was auch immer, damit ich einschätzen kann, dass mich das weiterbringt oder weiß ich nicht, lass ich mich jetzt gerade hops nehmen. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass du da so ein Gefühl für bekommst. Du musst es ja nicht immer machen, aber ich finde schon, dass du es am Anfang machen musst. Also ich muss zum Beispiel sagen, dass ich auch zum Beispiel im ersten Jahr viel zu viel Geld ausgegeben habe für verschiedene Kostenposten. Aber jetzt habe ich zum Beispiel ein Gefühl für Kostenstruktur. Was ist nötig, was ist eher überflüssig oder was kann man auch viel kostenminimaler hinbekommen. Ohne das was wäre das zum Beispiel? Also was hast du konkret? Videos zum Beispiel, also Musikvideos. Ist jetzt so ein Thema, was jetzt nicht mehr so eine Relevanz hat wie früher. Aber da weiß ich zum Beispiel, kann ich abschätzen, okay, wenn ich jetzt, sage ich mal, Summe X investiere, der Qualitätsunterschied ist gar nicht so gravierend. Also es ist zumindest nicht für den Konsumenten spürbar. Also es ist nur du und dein Künstler-Ich und dein Ego, das dann vielleicht so sagt, das ist jetzt aber nicht 100%, aber das habe ich auch gelernt, es ist vollkommen okay, wenn es 80% sind. Also, weil am Ende des Tages weiß der Konsument ja gar nicht, wie es aussehen soll. So. Für den ist das genau das Video, wie es sein soll. So. Und weil wir halt auch in so einer schnelllebigen Zeit leben, in 2 Wochen ist es wahrscheinlich wieder nicht mehr auf dem Radar. Und deswegen muss man da halt auch irgendwie vorausschauender denken. Aber ich musste diese Erfahrung alle machen. Und ich glaube, das ist auch bei jedem Künstler, der so anfängt. Man investiert so viel Zeit und Kopf und Herz in ein einziges Musikvideo zum Beispiel und vergisst aber du wirst ja jetzt gefühlt alle 6 bis 8 Wochen genau diesen Film irgendwie haben. Und du musst ein bisschen aufpassen mit deiner Mental Health, dass sich das nicht um Kopf und Kragen bringt und auch deinen Bankaccount nicht zerstört. Das ist einfach so. Wenn du so vieles alleine machst, was macht dir am wenigsten Spaß? Oh. Und sag jetzt nicht Buchhaltung. Nein, Promo. Promo? Krass, das hätte ich als letztes gedacht. Ehrlich? Ja. Du bist so eine Promomaschine. Findest du? Aber das ist ja krass. Aber in gut. Ehrlich? Gut. Also, dass du das sagst, das ist so eine andere, dass ich da so eine andere Wahrnehmung über mich habe. Aber bei dir habe ich voll immer auf dem Schirm, was abgeht. Krass. Also ehrlich? Ich weiß nicht, ob der Algorithmus uns dann einfach immer matcht, dass ich immer deinen Stuff angezeigt oder ich gucke deine Stories einfach oft genug. Ja. Aber ich hab das Gefühl, du bist eine der wenigen Leute, wo ich wirklich on top of things bin, was so geht. Krass. Zumindest was du so sagst, was so geht. Ja. So, ich weiß, dass du für MTV moderiert hast und dann weiß ich, du warst Reeperbahn-Festival und du hast dann deine zweite EP gedroppt und dann warst du mit Savage und ich krieg das schon mit. Krass. Ey, Wahnsinn. Also da guck mal, wie das dann doch auseinandergeht von meiner Wahrnehmung. Aber ich gucke mir dann vielleicht auch so Benchmark, weiß nicht, Künstler-Accounts an, wo ich merke, boah, da passiert so krass viel. Also ich gucke mir zum Beispiel auch gerne mal so die Reblarue-Künstler an, weißt du? Und da gibt es eine, die heißt Kauta. Sie war, glaube ich, so unter den Top 5 von den Finalisten bei der letzten Staffel. Und die hat das Game so krass verstanden einfach. Also die hat immer so schlaue Ideen, wie die den Content irgendwie cool und funny machen kann. So, dass du den gerne konsumierst auch wirklich, ne? Oder dass der so penetrant und präsent ist, dass jeder ihn kennt einfach so, weißt du? Und da denke ich manchmal so, also da muss ich aber auch sagen, das ist so ein bisschen über die Jahre passiert, wenn du es halt so lange schon machst. Irgendwann merkst du auch so, dass du so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehst und so, was soll ich da jetzt noch, was könnte ich noch machen? Ich habe doch schon alles gemacht, so gefühlt. Wie soll ich das Rad jetzt nochmal neu erfinden? Und es geht auch, glaube ich, eher so um die Taktung, um dass man noch mehr Output hat. Also für mein Gefühl zum Beispiel denke ich so, ich habe gar nicht so viel Output. Aber wenn du sagst, okay, es kommt bei dir an, dann kann es nicht so schlecht sein. Es kommt bei mir an, es nervt mich nicht. Das ist das Ding. Aber ich glaube, es soll nerven. Ich glaube, es muss nerven.
Wir unterschätzen das, weil dich nervt es, weil du mich kennst. Aber nur wenn es nervt, kannst du sozusagen, um jetzt zu sagen, habe ich Social Media verstanden oder den Code, nur dann schaltest du, sag ich mal, das nächste Level frei, dass der Algo auch an neue Leute ausschüttet. Weil das ist eigentlich das Ziel. Du willst ja neue Leute erreichen. Die dabei sind, das ist ja cool und die sollst du natürlich auch pflegen und für die da sein. Aber dein Ziel ist ja Wachstum. Und das ist so ein bisschen, wo ich merke, dafür müsste ich meiner Meinung nach ein bisschen penetranter sein. Aber ja. Ich finde es ein interessantes Ding. Also ich kann dir sagen, mich erreicht's und ich finde es cool. Und ich finde es, ich ja die bei Gott keine Promo-Queen ist. Ich muss sagen, ich tue mich sehr schwer mit Bewegtbild-Sachen und dieses Videoding, ich habe da einfach auch hands down keinen Bock drauf, so. Mich da auch reinzufuchsen und mich damit auseinander. Ich bin nicht gern so viel am Handy. Also ist auch so ein Ding, ich mag das einfach nicht so gerne und ich konsumiere auch gar nicht so viel. Also ich scrolle jetzt nicht endlos durch TikTok und durch Instagram, das ist einfach nicht so mein Vibe. Und dann finde ich es schon interessant, wenn Leute mir sagen, dass ich nerve mit meinem Content. Krass. Ehrlich? Und dann bin ich aber so, aber und in meiner Welt mache ich halt auch super wenig. Und ich noch nicht mal jetzt irgendwie so wie du, irgendwelche Formate, die immer wiederkehren oder so. Ich poste ja basically, hallo, ist mein Podcast, bitte hört den mal an. Und hier, ich mache irgendwas. Und selbst das geht den Leuten schon auf den Sack. Ach, krass. Bin ich so, ja, okay, aber was ist denn jetzt die Konsequenz? Also soll ich jetzt noch mehr machen? Soll ich weniger machen? Das ist halt manchmal so ein bisschen... Was ist das Learning? Genau, das ist auch das, weil ich merke natürlich so, gerade, also ich weiß auch nicht, was bei Instagram ist und ich glaube, da können auch viele Künstler mitsprechen so oder das Leid mit mir teilen. Sobald es irgendwie irgendwas Musik-related ist, ey, die Views gehen runter. Ja. Du hast fast das Gefühl, es wird eingeschränkt. Wobei auch das, weiß ich jetzt nicht, ob es das wirklich gibt, aber es ist so, wird auf jeden Fall nicht unbedingt belohnt. Ist es, weil der Algo checkt oder die Plattform checkt, dass das ein wiederholender Content ist? Das frage ich mich immer. Nein, also weil, ich kann ja auch sagen, warum es nicht so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel anderen Content mache, du weißt ja, ich mache ja auch so Music... Outfit-Checks oder ich mache auch Music-Facts oder Song-Facts und sowas. Wenn es diese Art von Content ist, also einfach nur Content in dem Sinne, so Content Creation, dann ist es sogar besser, wenn es wiederholt wird und so repetitiv ist. Aber nur in Zusammenhang mit Kunst oder mit meiner Musik nicht. Also und die wollen uns unten halten. Die wollen uns brechen. Ich sag es dir, wie es ist. Nein, aber da sage ich mir dann auch so, ja, ich muss dann irgendwie da noch einen schlauen Weg, den habe ich vielleicht jetzt noch nicht gefunden, aber es gibt vielleicht irgendeinen Weg, wie ich es cool verpacken kann und so. Aber das ist halt das. Also es wird sehr unterschätzt, wie anspruchsvoll gute Content Creation ist. Dass du es halt eben so machst, dass du nicht das Gefühl hast, oh, jetzt gucke ich mir das nächste Promo-Ding an oder oh, jetzt geht es da um irgendeinen Song wieder, als wenn du irgendwie gefühlt 100 jeden Freitag released oder Tausende. Und dass du wirklich eine Story drumherum baust. Und das ist halt wirklich, das kostet viel Zeit, viel Energie auch, ne? Und dann musst du auch wirklich da das Durchhaltevermögen haben und das dann halt auch wirklich durchziehen. Ich weiß noch, letztes Jahr, das hat relativ gut funktioniert, hatte ich ein Release mit Marvin Game und das war der Song Almost Lover. Ich hab's euch geglaubt. Ja. Ich hab euch geglaubt, dass ihr ein Ding am Laufen habt. Ich war so, nicht wahr. Und dann habe ich dir in die DMs geslidet. Ich so, Girl, sag mal jetzt, ob du so nächste Show. Also wir haben verschiedene Sachen auch ausprobiert. Erstmal das haben wir ausprobiert, dann haben wir so ein Format gemacht. Es war so eine Interviewreihe, hattest du schon mal einen Almost Lover? Und dann natürlich immer die gleiche Antwort, war so, hey, was ist ein Almost Lover, was meinst du damit? Und dann kannst du erstmal diesen Begriff erklären und im Hintergrund hörst du dann halt auch immer schon so das Instrumental von dem Song und dann erzählt die Person, ja, safe hatte ich das schon und erzählt so ihre Geschichte. Mal ist die irgendwie so voll touching, manchmal ist es auch einfach witzig oder man unterhält sich generell über diese Generation Almost Lover, weil alle irgendwie gefühlt stuck in der Situationship sind und das schafft innerhalb von 60 Sekunden gefühlt schon direkt eine Connection zu dem Thema und dann halt auch direkt zu dem Song. Und das habe ich mir halt vorher zusammen auch mit Marvin ausgedacht und da haben wir auch erstmal bestimmt so einen Abend stundenlang Brainstorming gemacht, was können wir machen?
Und es hat auch ganz, ganz viel Content-Footage gegeben, den wir auch nicht verwendet haben, weil der irgendwie nicht gepasst hat. Aber das war echt so mit die erfolgreichste Content-Strategie, wo halt sehr, sehr viel Arbeit drin steckte. Und da war ich aber auch sehr dankbar. Ich habe es halt eben nicht alleine gemacht. Ich habe es mit Marvin zusammen gemacht. Wir hatten noch jemanden vor Ort, der mit uns zusammen den Content gedreht hat. Also ich musste nicht alles alleine machen hier. Also es macht schon Sinn, auch mit Leuten zusammen was zu tun, zu arbeiten. Und aber nicht immer habe ich diese Zeit und die Kraft und die Manpower für jeden Release. So, aber es ist auf jeden Fall der Beweis, dass es funktioniert, wenn man irgendwie ein gutes Konzept hat. Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rohling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print on Demand. Shop eröffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Das heißt, den Content, den ihr da gemacht habt und die Geschichte, die ihr erzählt habt, das hat schon überdurchschnittlich gut funktioniert. Ja, safe. Krass. Auf jeden Fall. Hast du denn einen Tipp, weil das waren ja gerade schon irgendwie sehr handfeste Sachen, die du geteilt hast. Das ist oft, was Managements, A&Rs sagen, du musst eine Geschichte zu deinem Song erzählen und Leute gucken halt immer wie ein Auto, weil es ist halt einfach eine Phrase. Kannst du einen Tipp geben für Leute, die halt sich nicht etwas darunter vorstellen können, weil sie sagen, ich habe doch den Song gemacht, ich habe doch alles gesagt, zu einer Geschichte um den Song, also was bedeutet das wirklich? Ja. Was kann man konkret machen? Also es ist ja auch immer, kommt ja auch immer auf den Song und die Thematik an. Jetzt bei Almost Lover fand ich es eigentlich so, das war so die Steilvorlage einfach so. Erstmal geht es darum, okay, es ist ein Thema, was sehr relatable ist für viele und aber nicht jeder hat diese Aufmerksamkeitsspanne, sich Musik reinzuziehen, so, weißt du? Und das ist zum Beispiel auch, das habe ich letztens noch irgendwo gehört, dass es irgendwie eine Studie gibt, dass mittlerweile lieber Content konsumiert wird, als dass Musik gehört wird. Also an erster Stelle steht Content, also Social Media, und dann kommt erst Musik. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, was mache ich abends, bevor ich ins Bett gehe? Ich konsumiere Content und ich höre nicht Musik. Also in den seltensten Fällen. Also es überwiegt schon krass. Also selbst bei mir, und ich bin einfach Künstlerin und ich bin aus der Musik, sage genau das Gleiche. So, und deswegen, sage ich mal, kannst du Leute schon mehr über Social Media oder leichter über Social Media erreichen. Also das muss man sich einfach eingestehen. Und wenn du denen quasi eine Tür irgendwie bietest, von Social Media zu deiner Musik, zu deiner Kunst, dann nutz sie einfach. Also das würde ich erstmal sagen, damit man überhaupt versteht, wieso? Also man kann doch über Musik genauso erzählen. Ja, aber nicht jeder nutzt den Kanal Musik, so wie wir das tun. Also Musiker denken da ja einfach nochmal anders drüber. So. Und dann denke ich immer so, was mir selber geholfen hat, und ich weiß, da hat auch keiner Bock drauf und jeder wird auch sagen, boah, nee, gar keinen Bock. Aber um guten Content zu machen, musst du Content konsumieren. Du musst TikTok konsumieren, um es zu verstehen. Und das ist echt das Schwierige, weil es gibt keine richtige Formel, aber du musst halt genauso wie bei Musik, wenn du Musik machst, musst du auch irgendwie am Puls sein und verstehen, wie hat sich Musik entwickelt. Und genauso ist Social Media auch eine Bubble, die sich immer entwickelt. Super, super schnell sogar. Und deswegen fällt es mir schwer, da so eine Formel zu geben. Aber schau dir Content an und du wirst relativ schnell ein Auge dafür entwickeln, so wie du ein Ohr für Musik entwickelst, würde ich sagen. Ja. Und wenn Leute da wirklich gar keinen Bock drauf haben? Dann würde ich sagen, solltest du dir Leute suchen, die sich gerne damit auseinandersetzen. Also, weil das gibt es ja auch. Also es gibt zum einen Social-Media-Agenturen, dann weiß ich, gibt es auch bei den Labels auf jeden Fall extra Units, also Abteilungen, die sich nur damit auseinandersetzen, wo es darum geht, wie können wir eine gute Künstleridentität aufbauen oder wie bauen wir das um den Künstler cool auf, dass das zu ihm passt. Und das
ich glaube, ich war jetzt auch hier beim Reeperbahn Festival, war ich mit der Peggy Adamu von Sony zusammen. Ich hoffe, ich habe ihren Nachnamen richtig gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall die Peggy. Shoutout an sie. Das ist ihr Job. Genau das. Also für Künstler ein gutes Profil sozusagen zu kreieren, in dem es authentisch rüberkommt und man eine Geschichte findet, die den Künstler auch wirklich an die Leute vermittelt. Und darum werden dann Content-Strategien aufgebaut. Das setzt aber natürlich wieder voraus, dass du auch wirklich bei einem Label bist oder dass du Geld in irgendjemanden steckst, der das dann für dich macht. Und weil ich beides nicht habe, mache ich es halt selber. So wie es halt ist. Ja, kommt halt wieder der gute alte Begriff Gatekeeping. Ja. Ne? Ich meine, du hast ja für dich es geschafft, Formate zu entwickeln und da würden wir nachher auch nochmal zurückkommen, wie du das genau gemacht hast. Ich würde nur noch kurz auch bei der Arbeitsaufteilung bleiben von dir, wenn du sagst, du machst ja sehr viel selbst. Was ist dann die Arbeit, die du konkret auslagerst und wieso? Also, wie gesagt, wenn ich jetzt auf meine Kunst gehe, auf meine Musik, Producing habe ich immer schon outgesourced. Natürlich wäre es toll, wenn ich das könnte. Oh mein Gott. Aber ich denke mir auch immer, wie gesagt, so lange mache ich das alles noch nicht im Verhältnis. Ne? Und ich sehe schon immer, dass ich im Writing immer noch wachse und dort mich entwickle. Und ich würde mich gerne auf diesen Bereich auch konzentrieren, dass ich mich da auch als Künstlerin zu 100% fallen lassen kann. Und deswegen sage ich, okay, das ist eine Sache, das gebe ich gerne in andere Hände. Und wenn du da Leute gefunden hast, Producer gefunden hast, die dich fühlen und die auch deinen Film checken, dann ist das Beste, was dir passieren kann. Weil ich auch jemand bin, gerade im kreativen Prozess, ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, weil ich finde so, das ist es doch, was es ausmacht. Es lebt doch von Energien, also von diesem Austausch aus, Austausch, der da entsteht einfach. Und mittlerweile arbeite ich auch gerne mal mit Co-Writern zusammen, weil ich finde, dass dann auch nochmal andere Dinge entstehen können. Manchmal ist es nicht mal so, dass mein Co-Writer unbedingt was mitschreibt, aber er bringt mich mit auf Ideen, weil seine Impulse dann einfach nochmal kommen, auf die ich gar nicht gekommen wäre oder wir uns einfach da die Bälle zuschmeißen. Ich finde, das ist einfach schönes Arbeiten. Ich liebe das. Und ich sage immer, das ist immer so cool, man geht in einen Raum rein mit nichts und gehst einfach raus mit Magie. Also so fühlt sich das dann an. Und je nachdem, wer im Raum ist, beeinflusst das dann auch. Und ich finde, das ist, was mir sehr, sehr Spaß macht, das auch dann halt, wie gesagt, mit Leuten zu teilen. Was hast du noch gefragt? Was du noch outsourced? Ach so, genau. Und dann, seit kurzem arbeite ich jetzt auch mit einer Social-Media-Agentur zusammen, die sich halt explizit darum kümmert, dass die halt Leuten mich als Brand sozusagen vorstellen, sozusagen mich als Creator pitchen, weil ich weiß nicht, wann ich das noch machen soll. Also, weil ich habe das ja schon früher sehr intensiv gemacht, auch Redaktionen angeschrieben, irgendwelche Brands, Unternehmen anschreiben, dies, das. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. I can no more. Ich weiß nicht, wo ich diese Zeit noch hernehmen soll, aber auch nicht, woher ich diese Energie noch hernehmen soll. Weil ich merke schon so, dass meine Social Battery auch irgendwann einfach durch ist. Es geht nicht mehr. Und ich glaube auch einfach, dass, sage ich mal, eine Social-Media-Agentur da nochmal aus einem ganz anderen Pool schöpfen kann als ich, weißt du? Die haben nochmal einen ganz anderen Bereich, aus dem die schöpfen können. Und jetzt habe ich halt so eine Größe erreicht mittlerweile, wo es auch für die, sage ich mal, lukrativ ist. Und das habe ich jetzt so abgegeben. Ich habe mir gesagt, okay, ich habe jetzt zwar kein Künstlermanagement, aber zumindest ein Social-Media-Management. Und damit bin ich super happy schon. Also das nimmt mir schon sehr, sehr viel ab. Ja. Richtig spannend, dass du für die Musik kein Management hast, aber für die Social-Media-Sachen. Ja, also aber auch ehrlicherweise, weil ich noch kein Management gefunden habe, wo ich irgendwie so es 100% gefühlt habe. Das ist da, vielleicht bin ich zu picky, ich weiß es nicht, aber nee, also vielleicht ist es ja auch einfach aussichtsreicher, mit einer Social-Media-Agentur gerade zu arbeiten. Also was du vorhin gesagt hast, was sie an den Tisch bringen, ja. Ne, ist es vielleicht für dich auch einfach gerade ein besserer Zeitpunkt, dich darauf zu fokussieren und dir da Unterstützung zu holen. Ja. Und das Mucke-Ding einfach, wie du es halt jetzt dribbelst, einfach auch weiterzumachen. Ne? Also so fühlt es sich zumindest für mich am einfachsten an. Also es ist die größere Entlastung für mich, weil das, was ich, sage ich mal, im Künstlermanagement für mich selbst mache, das hat sich mittlerweile so gut eingespielt und da habe ich jetzt auch schon meine Routine entwickelt, dass ich das für mich da gar nicht so anstrengend empfinde. Und je länger du auch Dinge machst oder so da, sage ich mal, so deinen Workflow hast,
um so, sag ich mal, mit einer größeren Gelassenheit machst du es auch. Also früher war ich übelst gestresst immer so. Also wenn Release anstand, oh mein Gott, also und das wird auch jeder nachvollziehen können. Wenn du das gerade anfängst, dann ist alles irgendwie riesig und ein Dann Riesenberg. bleibst du noch wach bis 0 Uhr. So mäßig. Und ja, so, okay, ich kann jetzt schon mal schlafen gehen. Nein, aber wirklich, es ist halt dieses, auch so mit einem Video, du bist halt so, oh mein Gott, oder ich habe früher immer noch gedacht, ist der wirklich jetzt online, der Song? Oder haben die vielleicht Scheiße, haben da manchmal so, als ich noch gar nicht Bescheid wusste, Scheiße, vielleicht ist der Song jetzt gar nicht drauf, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht oder so. Und mittlerweile hast du ja auch ein gutes Netzwerk, also auch mit meinem Vertrieb habe ich dann halt ja auch einen persönlichen Ansprechpartner. Mittlerweile, wenn es irgendwo mal Trouble gibt oder so, dann shoote ich ihm halt kurz eine WhatsApp oder so und man kann das eben schnell klären. Also die Kommunikationswege sind kürzer geworden, weil man halt bessere Relationships aufgebaut hat, also jetzt in jeglicher Hinsicht. Und das nimmt halt auch sehr viel Stress und Entlastung einfach. Werbung. Was wäre das Leben ohne Musik? Diese Frage stellt sich niemand Geringeres als Helge Schneider in Behind the Passion, einer Thomann-Dokumentation, die ich euch heute ans Herz legen möchte. Anlässlich des 70. Jubiläums von Thomann, Europas größtem Händler für Musikinstrumente, Ton- und Lichttechnik, gibt es seit dem 6. Dezember eine Kurzdokumentation, die uns mit auf eine Reise in die Geschichte des Familienunternehmens aus dem beschaulichen Treppendorf in Bayern nimmt. Familienmitglieder, Mitarbeitende, Freunde des Hauses und Geschäftspartner kommen zu Wort und beschreiben, warum ein Leben ohne Musik für sie eben unvorstellbar ist und wie sie die Entwicklung und Rolle von Geschäftsführer Hans Thomann einordnen. Eins kann ich euch vorwegnehmen, man spürt die Leidenschaft für Musik bei ausnahmslos allen, die in der Doku zu Wort kommen. Doch hier wird nicht nur eine Erfolgsgeschichte erzählt. Ich war wirklich beeindruckt von der Offenheit und Reflexion, mit der Hans Thomann und seine Frau Gabriele uns begegnen. Besonders eindrucksvoll finde ich, wie Hans Thomann es seit über mehr als 40 Jahren schafft, als Unternehmer am Puls der Zeit zu bleiben. Die Doku gibt uns Einblicke in die Anfänge des Internethandels der 90er Jahre, eine Zeit, in der ihn noch alle für verrückt erklärten, als er Gitarren übers Internet verkaufen wollte. Meiner Meinung nach ist Hans Thomanns Mut zu vielleicht von außen betrachtet unvernünftigen Entscheidungen der Schlüssel, der das Unternehmen zu dem gemacht hat, was es heute ist. Ein gutes Beispiel dafür ist auch sein aktuelles Projekt, nämlich die größte Thomann-Ladenfläche weltweit bauen. Dazu sagt er eben nüchtern, aber auch mit leuchtenden Augen, wieso ich das mache, weil ich es kann und weil es geil ist. In diesem Sinne, alles Liebe zum 70. Jubiläum und Cheers auf die nächsten. Schaut doch also gerne mal selbst in die Kurzdoku Behind the Passion auf dem YouTube-Kanal Thomann Music rein. Der Link ist wie immer auch in den Shownotes zu finden. Werbung Ende. Gibt es denn noch Dinge, die du aus deinem Corporate-Job anwendest? Ja, safe. Also ich würde sagen, dass ich verhältnismäßig, also zumindest in der Künstlerwelt, sehr strukturiert arbeite. Also generell Zeitmanagement. Das ist, denke ich, meine Stärke, Strategiepläne aufzusetzen, dass ich überhaupt einen Strategieplan habe. Ja, was soll ich sagen? Und, was ist denn Strategieplan für dich? Nehmen wir die Leute mal mit. Also ich wollte es gerade noch sagen, also in allererster Linie Brandpositionierung oder Brandbuilding. Das nehme ich aus meinem alten Job mit, weil am Ende des Tages bin ich eine Brand. So. Und wie möchte ich wahrgenommen werden? Und was muss ich tun, um so wahrgenommen zu werden? Und wo muss ich mich positioniert werden, damit ich von den Richtigen wahrgenommen werde? Also im Endeffekt ist es nichts anderes. Also vor allem, weil Fashion und Musik sind für mich sehr eng miteinander verbunden, weil beides sehr emotionale Produkte einfach sind. Und das habe ich schon in meinem alten Corporate-Job krass gelernt. Also gerade bei diesen großen amerikanischen Konzernen, die machen alles on purpose. Da passiert nichts by accident. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass bei mir alles on purpose passiert, weil das kann ja gar nicht sein. Also wenn du die Musik machst und die Kunst erschaffst, dann ist das ja sehr spontan und es fließt einfach. Aber sobald sie dann steht, willst du dir ja auch überlegen, also wenn ich jetzt rausgehe als Künstler, okay, wer bin ich überhaupt als Künstler? Und das musst du dann wirklich so spitz zu und scharf runterbrechen für den Konsumenten, damit er dich greifen kann, würde ich behaupten. Wie machst du das bei dir im konkreten Fall? Also ich habe mir erstmal überlegt, was für Schlagwörter würde ich jetzt mir als Künstlerperson und auch meiner Kunst sozusagen zuordnen. Und ich will sicher gehen, erreicht das überhaupt die Leute. Also für mich wäre das zum Beispiel Ästhetik, Weiblichkeit, Sinnlichkeit ist ein großes Thema und Qualität. Das waren die 3 Dinge, die für mich so immer im Vordergrund stehen. Und dann habe ich natürlich dann darauf geachtet und wenn du dir jetzt so meinen
Katalog mal anhörst und auch meine Visuals anschaust, kann ich mit Stolz und Selbstbewusstsein sagen, dass das Thema Ästhetik einfach immer on point ist. Also das ist natürlich auch so ein Ding aus der Fashion, was ich mitgenommen habe. Das gehört ja auch zu mir und das macht ja auch einen großen Teil von mir aus. Und das wollte ich immer transportieren, visuell wie auch in der Musik. Und auch was diese Sinnlichkeit angeht und diese Weiblichkeit, finde ich, hört man auch in den Beats, weil ich immer sehr, sehr deepe Synth-Pads wähle. So wirklich so, wo du dich reinlegen kannst, dieses washy, Drakey-mäßige. Da ist er schon wieder. Was ich finde, wo ich dann halt auch diese Seite auslebe in meiner Kunst. Und dann zwischendurch habe ich dann auch immer gefragt, erstmal Freunde, aber auch Leute aus meinem Bereich, was würdest du für Begriffe zuordnen, um auch dann mal so gegen zu checken. Fühlen die das denn auch so oder sehe nur ich das so? Also, dass man auch Eigen- und Fremdwahrnehmung so ein bisschen abcheckt. Also, das wäre erstmal so das Grundgerüst. Und dann kannst du darum alles aufbauen, würde ich sagen. Ich finde es richtig spannend, auch weil hier Leute zu Gast sind, die da gar keinen Bock drauf haben und sagen, ja, ist auch okay, dann klappt es halt nicht. So, und dass du da sehr mit dem, also meine Augen leuchten, weil ich genauso bin wie du. Okay. Und es auch eher als Brand sehe, was man so macht und wie kann man das vielleicht auch vermarkten, trotzdem true zu bleiben und seine Identität nicht zu verlieren, aber eben auch ein bisschen zu gucken, wie ist denn die Außenwahrnehmung und wie kann ich sie vielleicht auch zum Teil mit steuern, weil es liegt ja nicht komplett in deiner Wahrnehmung so. Total. Also manche Sachen kannst du nicht beeinflussen, das ist ja auch sehr gut so, aber wie du schon sagst, deine Videos können halt so aussehen, wie du sie kontrollierst und der Sound kann so sein, ne? Dass du mit den Leuten zusammenarbeitest, die einfach dein Vibe fühlen. Genau. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz und kommt, glaube ich, ja auch bei den richtigen Leuten an. Ich glaube schon, ja. Und ich muss aber auch dazu sagen, klar, das klingt jetzt irgendwie so alles so sehr techy. Ja, aber trotzdem hast du ja eine riesen Spielwiese. Also ich meine, wir haben hier von 3 Schlagwörtern gerade gesprochen, die deine Base sind und dann drumherum kannst du so viel stricken, wie du willst und auch Ausflüge machen und in andere Musikrichtungen. Aber es ist immer ein roter Faden da und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du dich als Künstler daran irgendwie entlanghangeln kannst, weil man kann sich halt auch super schnell verlieren und irgendwie lost sein. Und das ist halt das Ding, wenn du es selber als Künstler schon nicht weißt, so, wer bist du? Was möchte ich eigentlich sagen? Wie sollen die Leute es checken? Das ist ja das, was am Ende dann übrig bleibt. Wenn wir mal über deinen Sound sprechen, du hast ja schon mit verschiedenen Produzenten zusammengearbeitet und auch ein bisschen soundmäßig experimentiert, wahrscheinlich auch sehr viel, was wir gar nicht zu hören bekommen haben. Was war denn der Moment im Studio, wo du echt gecheckt hast, so krass, das bin wirklich ich? Das ist genau die Essenz. Das weiß ich noch ganz genau. Und zwar, also ich habe ja 2019, habe ich gesagt, meinen Job geschmissen und dann habe ich in dem Jahr wirklich eigentlich nur damit verbracht, so meinen Sound zu finden. Und es war nicht so einfach, weil, wie gesagt, ich kannte ja niemanden in der Industrie. Also ich hatte weder Connections zu Producern oder zu anderen Künstlern oder überhaupt irgendwelchen Industriemenschen. Also habe ich einfach random so über Instagram Leute angeschrieben, die vielleicht auch Musik machen, die ich kannte und hast du schon mal mit einem Producer zusammengearbeitet, die haben mir dann Kontakte gegeben. Das waren dann auch alles so, die das so hobbymäßig machen, auch da noch nicht so ihr Skillset sozusagen krass beherrschten. Deswegen musste ich dann manchmal dann auch so ein bisschen Trial and Error machen, wo ich so merkte, okay, der ist selber noch nicht so fit und so weit, der ist selber noch auf der Suche, der kann mir noch nicht so helfen. Und dann die ersten Producer, mit denen ich so gearbeitet habe, die waren entweder so straight Rap. Die wussten irgendwie so gar nicht, wie die so meinen Sound in mir bauen sollen, sozusagen. Und, oder die waren so krass aus dem Pop. Und dann war das irgendwie nicht so das, einfach, was ich gefühlt habe. Und es ist auch sehr schwer. Also, ich sag immer, es ist so, wie wenn du jemandem erklären willst, wie die Farbe Blau aussieht. Also jeder sieht die halt anders, ne? Aber für mich sieht Blau halt so aus und für ihn sieht sie vielleicht so aus. Und es ist dann am Ende immer so ein bisschen halt, ich sag mal so, wie auf der Partnersuche. Also man muss halt irgendwie gucken, dass der Vibe passt und dass man sich irgendwie blind versteht. Und das dauert auch manchmal ein bisschen. Und den Producer, bei dem das dann funktioniert hat, war First There Was December, ist auch selber Künstler. Und der hat mich damals über mein
U-Bahn-Format, was ich damals auf Instagram gepostet habe, entdeckt. Also ich habe ja einmal die Woche bin ich ja in die U-Bahn gegangen, habe dort ein Cover aufgenommen, einfach weil ich Sichtbarkeit in irgendeiner Weise schaffen wollte und irgendwas machen wollte, irgendwie anfangen musste. Und ich glaube, ich habe God's Plan von Drake gecovert in der U-Bahn und das hatte der gesehen. Und darauf hat er mich angeschrieben und meinte erstmal nur so, ey, krasse Stimme, habe ich jetzt gesehen, habe ich gehört, hättest du vielleicht Lust, ein paar Vocals für mein Album einzusingen? Und dann danach meinte er direkt so, ey, kannst du mir nicht mal einen Song von dir schicken, nur die A-Cappella-Vocals, ich würde da gerne mal was drunter bauen. So nur aus Spaß. Und dann habe ich das gemacht und dann hat er mir den zurückgeschickt und dann wusste ich so, boah, krass, ich höre mich zum ersten Mal so, wie ich mich hören würde in meinem Kopf. Ja, und das war so dieser Moment, das war so Oktober 2019, ja. Ging ja dann doch recht flott. Ja, also ich weiß auch nicht, also manchmal es ist eigentlich verrückt, ne, weil wie ich da reingegangen bin, die Sache so super blauäugig und naiv, ohne irgendjemand zu kennen, aber irgendwie hat es funktioniert, keine Ahnung. Same. Ja, es ist manchmal, glaube ich, wirklich in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, dann werden Dinge in Bewegung gebracht. Universum. Es ist wirklich so. Ich habe mir einen Shift gewünscht, er ist passiert. Er hatte auch negative Aspekte, aber auch sehr, sehr, sehr viele positive Aspekte. Und das war einer davon. Hattest du Vorbilder bei der Suche nach deinem Sound? Ja, also ich habe ihn ja schon erwähnt. Drake auf jeden Fall. Drake. Wir müssen mal, okay, jedes Mal, wenn Drake fällt, müssen die Leute eintrinken. Ich glaube, es war schon mindestens 8-mal oder so. So schlimm einfach. Schlimm auch, wie oft ich ihn erwähne. Oh mein Gott, ich bin jetzt kein Stan oder so. Ja, das aber sagen wir alle. Das ist diese OVO-Zeit. So, das war wirklich, was mich damals so krass gecatcht hat. Dann ist es auch so ein große Inspo für mich, war auch so Sade immer schon. Also meine Top-Lines sind so ein bisschen so Sade-ich, finde ich. Oder auch Jhené Aiko, die auch sehr für ihren dreamy Sound bekannt ist. Also das sind so eine Schnittmenge, die ich jetzt geben muss. Jhené Aiko? Bin ich Jhené. Oh, echt? Krass. Habe ich immer falsch gesagt. Ja? Wow. Also ich meine, es ist schon Jhené. Okay. Wir können gleich nochmal nachgucken, aber ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Ja, und irgendwie so daraus so, also auch sicherlich The Weeknd, der ja auch diesen Ambient-Sound hat. Also das war schon immer was mich gecatcht hat, was ich selber einfach, weiß ich nicht, tot gehört habe. Und da habe ich mich halt auch selber drin gefühlt einfach. Das war so ein bisschen die Inspo. Du hast ja dann ein Feature-Song mit Nixon gemacht. Ja. Auf einem Songwriting-Camp auf Malle. Ja. Wie kam es dazu? Das ist ja unser zweiter Feature-Song. Ich hatte ja schon einen 2021 mit ihm gemacht. Und 2022 kam ich dann auf die glorreiche Idee, ich will jetzt meine erste EP machen. Und da kommen wir wieder zum Universum-Schritt, zum Manifestieren und so weiter. Ich weiß noch, im April 22 hatte ich mir das in den Kopf gesetzt und dachte so, okay, ich will jetzt eine EP machen und ich wollte schon immer so ein Writing Camp machen, so richtig cooles, wo dann irgendwo ist, im Ausland am liebsten noch, auch da wieder so Delulu, wie ich da rangegangen bin. Aber es hat trotzdem funktioniert, um Gottes Willen. Ich hatte mir dann im Kopf schon überlegt, wen ich dabei haben wollte. Und unter anderem wollte ich super gerne mit Nixon als Writer arbeiten, weil das damals in unserer Zusammenarbeit halt auch schon so easy funktioniert hat. Und er checkt halt meinen Film. Und er kapiert auch direkt, was ich mir vorstelle. So, also das habe ich halt über die Zeit, in der wir uns kannten, dann schon schnell gemerkt. Und da habe ich ihn einfach angeschrieben. Ich so, hör mal, ich weiß noch nicht genau, ob es klappt, aber ich wollte dich erstmal fragen, ob du Bock hast. Und wenn ja, dann wäre das so mein erster Anhaltspunkt, weil dann hätte ich schon mal einen Writer, ich hätte schon mal Producer dabei. Das war OMG What a Beat, die ja schon immer mit mir gearbeitet haben. Das wäre so die Base und dann kann ich dann gucken, was ich noch so da drum herum bauen kann. Und der hat sofort ja gesagt. Das hat, glaube ich, weiß nicht, eine Stunde oder so gedauert. Hat der gesagt, ja, voll krass. Das wäre mir eine Ehre. Und ich so, boah, krass. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß noch, in der Nacht, wo mir das sozusagen in den Kopf geschossen ist mit dieser Idee, ich konnte nicht schlafen. Ich war schon am Ausmalen. Oh, geil. Und dann sind wir dort. Und dann machen wir das. War schon auf EasyJet. Gucken, ohne Scheiß, wo kommt man für 30 Euro hin? Also, aber das ist jedes Mal das Gleiche bei mir. Wenn ich mir etwas schon so krass visuell vor Augen führen kann, dann ist das schon so gesetzt bei mir, dass es dann auch irgendwie jedes Mal dazu führt, dass es dann auch wirklich passiert. Also was ja auch, sage ich mal, der Inbegriff von Manifestation ist und dieses Visualisieren auch, dass du wirklich fühlst, wie es ist. Ich war aufgeregt, war schon aufgeregt, obwohl ich ja noch gar nicht die Kohle hatte und nichts. Und schon gepackt. Ja, so, also es war verrückt. Und dann war er eigentlich schon mit einer der Ersten, der an Bord war. Genau.
Und wie ging es dann weiter? Und als wir dann auf Mallorca waren, ging es ja erst nur darum, dass er mit mir Songs für mich schreibt. Und dann hatten wir diesen Beat, und das war auch krass. Das war ich glaube, das war der erste oder der zweite Beat, den ich mit OMG Wadabikie zusammen gemacht habe im Studio. Und dann haben wir dann aber irgendwie mal liegen lassen, weil irgendwie haben mir die Toplines nicht gefallen, die ich gemacht habe. Und dann haben wir uns ans nächste Projekt gesetzt, damit wir nicht irgendwie feststecken. Haben den aber mit nach Mallorca genommen. Und dann habe ich zunächst gesagt, was hörst du denn auf dem Beat? Was sind so die Toplines, die du hörst auf dem Song? Und er hat direkt was gemacht. Und ich fand, boah, das klingt übertrieben krass. Das finde ich übertrieben krass. Und dann, vor allem, als ich ihn dann auch singen hörte, er hat dann halt auch direkt die Hook gemacht. Deine Liebe zu mir war so wie Gift. Und das mit seiner Stimme zu hören, boah, das klingt krass. Und dann meinte direkt JJ, einer der Producer, ey, wollt ihr nicht ein Feature daraus machen? Macht das doch zusammen. Und meinte Nick so, ja, war jetzt nicht geplant, aber wieso nicht? Ja, und dann ist das halt quasi so aus dem Moment heraus entstanden, irgendwie. Ja. Du hast ja, wie gesagt, mit Nixon und Rola auch schon kollaboriert und wie gesagt, bist seit kurzem auch Teil des Teams von Savage und da als Sängerin, Background-Sängerin unterwegs. Wie fühlten sich das an, mit so Künstlern zusammenzuarbeiten, die man höchstwahrscheinlich vorher auch gefeiert hat? Es ist irgendwie absurd. Also irgendwie immer noch für mich so. Also es ist für mich, das klingt immer so cheesy, aber ich lebe halt wirklich meinen Traum. Das ist wirklich das, was ich mir immer gewünscht habe, dass ich irgendwie dass ich wahrgenommen werde von den Menschen, die ich selbst schätze und die mir auch Wertschätzung und Anerkennung schenken und die mich schätzen für die Person, die ich bin und das, was ich mache. Und das ist einfach ein so krasses Gefühl für mich und vor allem, ich weiß noch, 2019 habe ich dann halt auch so mein erstes Vision Board gemacht. So, und dann habe ich da so, weiß ich nicht. Girl, ich liebe alles daran. Wirklich. Wirklich. So geil. So, und dann habe ich das. Mann, ich hab's doch auch. Ja, aber ey, es funktioniert ja anscheinend. Ich meine. Hast du Hip-Hop lebt aufgeklebt, ja, als Ding? Da gab es noch nicht, aber Podcast stand drauf, auf jeden Fall. Und es stand auch, weil es war zum Beispiel so ein Ding, so Red Bull Studios. Das war für mich so wie, boah, wenn man da ist, dann hat man es geschafft. So, weißt du, in meinem Kopf war das so, wow, in so einem Studio, da nehmen nur die krassen Leute auf und keine Ahnung, also da bin ich Teil der Industrie oder irgendwie sowas, habe ich mir in meinem Kopf irgendwie vorgestellt. Oder irgendwie so, oh, ich gehe auf Tour und so Sachen habe ich da drauf gemacht. Alles, was für mich so wie, das ist safe unmöglich, aber man darf ja träumen, so, weißt du, das habe ich alles auf Vision Board gemacht. Und ich habe das immer noch und ich weiß noch, als ich dann diese Features hatte, habe ich da erstmal drauf geguckt. Also ich habe jetzt keine Person draufgeklebt, aber dass ich halt mit Künstlern arbeite aus der Industrie, die schon etabliert sind, weißt du, da habe ich erstmal geheult. Das war so, dass es halt möglich ist. Es ist alles möglich. Also das hat mir irgendwie nochmal die Bestätigung. Es ist wirklich alles möglich, wenn man, weiß ich nicht, dranbleibt und den Glauben nicht verliert und halt auch die Arbeit reinsteckt. Du sagst genau das, was ich gerade auch hören muss. Danke dafür, Kay. Ich muss das auch jeden Tag hören. Man vergisst das nämlich schnell. Ja, den Ausschnitt nehmen wir jetzt und den hören wir uns jetzt einfach jeden Tag an. Genau. Wie kam es denn dann zustande, dass auch Savage das dann abgesegnet hat und du auch dann gesagt hast, ey, ich habe da auch Bock drauf und let's go Attacke? Also das war die verrückteste Aktion. Und da sage ich auch immer, du weißt nie, für was welche Begegnung gut ist. Also jede Begegnung ist von Bedeutung. Vielleicht weißt du es in dem Moment nicht, aber irgendwann kannst du irgendwie, wie sagt man, you're connecting the dots. Und wie gesagt, ich habe Nixon ja 2021 kennengelernt, so, da war ich mal in Berlin für Sessions oder so und dann haben wir, weil wir schon connected waren über Insta, irgendwann mal getroffen, ein bisschen ausgetauscht, haben dann auch irgendwie relativ schnell dann auch unser erstes Feature gemacht. Und über die Zeit haben wir dann ja auch, wie gesagt, immer wieder mal miteinander gearbeitet, dann 22 wieder für meine EP. Und da haben wir dann auch wirklich ein bisschen intensiver Zeit miteinander verbracht, weil das war ja so 10 Tage, die wir dann dort im Camp aufeinander gehockt haben. Haben uns halt super verstanden, aber darüber hinaus haben wir uns ja jetzt nicht irgendwie täglich ausgetauscht, auch danach nicht oder so. Immer mal wieder, wie man das halt so macht, so wie wir das auch machen, mal über Insta und man reagiert auf Stories oder schreibt man so ein bisschen. Aber das war's auch und ich weiß noch so, dann war meine EP draußen, meine erste, das war so Ende November.
Und ich weiß ja noch, ich war ja so, okay, ich muss da jetzt wirklich alles reinbuttern, was ich habe. Geld, Kraft, Zeit, Energie, alles geben, alles in die Mitte schieben, so einfach gucken, was passiert. Natürlich passiert es nicht so, wie man sich das erhofft erstmal. Ne? So, also klar, es ist schon was passiert, aber es hat jetzt nicht mein Leben grundauf verändert in dem Sinne. Man hat so seine Steps gemacht, aber man war jetzt nicht auf einmal, weiß ich nicht, 1 Kilometer weiter oder so, ne? Sondern ist halt immer noch so seine 100 Meter Schritte, weißt du, so wie es halt so ist. Und dann dachte ich so, was mache ich jetzt, Bro? Keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt einfach weiter. Ich mache jetzt weiter meine Musik. Ich mache weiter meinen Content und mal gucken, was passiert. Ne? Also so broke as fuck auch, ne? Weil ich ja wirklich so jeden Cent reingesteckt habe in diese EP. Ich so, aber egal, was bringt's denn? Also einfach weitermachen. Geld rein, raus. Es ist so. Sag schon Bill von Tokyo Hotel. Ich liebe ja diesen Podcast unnormal. Ne? Hast du diese Doku auch gesehen? Ja. Da sagt er Kaulitz und an irgendeiner Stelle, sagt er wirklich, ja, Geld kommt rein, Geld muss raus. So. Ja, ich fühle das sehr. Und auf jeden Fall dann im Januar 23 auf einmal ruft mich Nixon an. Und Nixon, wie gesagt, wir waren nicht irgendwie auf täglicher Basis miteinander connected. Und der ruft auch nie an eigentlich. Eher so, wie wir in Kontakt waren. Und ich so, hey, warum ruft der mich an? Wenn du anrufst, weißt du Bescheid, ne? Dann ist ja, wichtig. dann will der was. Weißt du, so. Und dann so, okay. Und dann so, hey, okay, was geht? Und ich so, ja, was willst du? Habe ich direkt gesagt. Weil ich wusste so, der kommt eigentlich immer mit einer konkreten Anfrage dann. Und dann meint er so, ja, wir sind jetzt bald in der 2. Tourhälfte mit Savage und wir suchen gerade eine Sängerin. Und ich habe da halt jetzt an dich gedacht, du kannst singen. Hättest du da Bock drauf? Und ich so, hä, was ist das jetzt für eine Frage? Ja, natürlich habe ich da Bock drauf. Und dann meint er so, ja, cool. Ich werde jetzt auch nicht jemand anders noch irgendwie vorschlagen. Also du bist diejenige, die ich im Kopf habe. Ich werde das jetzt pitchen. Und dann werden sich ein paar Tagen, wird sich das Management melden bei dir. Ich so, ja, okay, cool. Aber ich war schon so, okay, mal abwarten, ne? Also auch schon oft genug gehabt, so, ja, die melden sich, bla, bla, bla. Und dann meldet sich keiner, so. Und deswegen wollte ich mich jetzt nicht zu krass da reinsteigern. Aber es war wirklich so, irgendwie 3 Tage später hat sich, glaube ich, Richard gemeldet. Einer von den 2 Managern von Savage. Und dann direkt gesagt, ja, so und so und so. Wir starten im März, jetzt, da war es schon irgendwie so Ende Januar. Und meinte er so, ja, wir wissen noch nicht genau, wie die Setlist ist, aber lern einfach mal alle Songs, wo Frauenhooks sind oder irgendwelche Frauenparts drauf sind. Und dann sehen wir uns in Hannover. Ne? Das war der erste Tourstopp. Und ich so, okay. Ne? Ach so, ja, und das ist die Gage, so und so und so. Können wir leider nicht so viel verhandeln. Ich so, okay, tamam, machen wir so. Kannst du spoilern, was du bekommen hast? Na, das war halt voll für mich. Das hat mich jetzt wirklich interessiert. Also, ich sag mal so, es war jetzt nicht die Welt. War es ein Hungerlohn? Das jetzt nicht. Oder war es fair? Es war okay dafür, dass sie die Katze im Sack kaufen, okay. Sagen wir so. Aber da kann ich auch zum Beispiel sagen, ich habe dann auch ein Jahr später nachverhandelt, weil ich dann gesagt habe, okay, ihr wisst jetzt, was ihr bekommt. Ich habe abgeliefert, also lass mal sprechen. Also daher ist es alles super fair gelaufen. Ist dir da nicht der Arsch auf Grundeis gegangen? Ja, ich habe wirklich so gedacht, scheiße erstmal, ich bin ja kein Die-Hard Savage-Fan, ne? Also klar, ich kenne Savage-Songs, aber ich würde nicht sagen, dass ich die aktiv höre. So, weißt du, also da bin ich so ehrlich und das habe ich auch gar kein Problem mit zu sagen. Aber natürlich schätze ich ihn für das, was er als Legacy für uns hier, weiß ich nicht, mit Deutschrap erreicht hat. Das ist ja einfach krank und war für mich einfach automatisch schon voll die krasse Ehre. Und das war halt etwas, wo ich echt dachte, boah, fuck, der King of Rap, mit dem gehe ich auf Tour. Ich darf auf keinen Fall verkacken. So. Und außerdem auch, boah, Nixon hat einfach seine Hand für mich ins Feuer gelegt. Wenn ich jetzt verkacke, dann verkackt er auch. So, weißt du? Also es hing ja nicht nur mein Kopf dran, sondern auch seiner. Und dann natürlich der eigene Anspruch, dass du es natürlich auch richtig gut machen willst. Also habe ich wirklich, also von dem Anruf bis zur Tour habe ich jeden Tag wirklich einfach jeden Song, wo man irgendwelche Frauenparts hören konnte, ich habe nichts anderes gehört. Ich habe das nur noch Tag ein, Tag aus, weil ich habe mir gesagt, ich muss auf jeden Fall im Schlaf das können, weil ich habe früher ja auch schon viel Live-Mucke gemacht, so auf Coverband-Basis früher noch. Und ich habe halt so gemerkt, wenn du Sachen so versuchst, auf schnell zu lernen, du merkst dir das, aber du behältst es nicht. Also das ist nochmal ein Unterschied zwischen merken und etwas langzeitgedächtnismäßig zu behalten im Kopf. Und
vor allem, wenn er noch Aufregung mitspielt und so, dann reicht das nicht. Deswegen habe ich wirklich dafür gesorgt, dass mich hat es auch immer angekotzt. Ich konnte nicht mehr. Ich so, boah, nein, zum 35. Mal ist deine Mutter heute, weißt du, aber was soll es, ne? Also ich muss da jetzt durch. Ich muss es jetzt schaffen, auf jeden Fall. Und am Ende hat es sich auch ausgezahlt. Also ich weiß nicht, ich hatte ja nicht mal eine Probe, ne? Also es war wirklich nur, ich kam hin nach Hannover, wir hatten Soundcheck. Wir haben 2 Songs gemacht und das war's, weißt du? So, und vielleicht noch mal so einen dritten angeteasert und dann gucken, ne? Und auch alle waren so tief entspannt. Ja, wir werden mal gucken, so, weißt du? So, weil für die steckt ja auch nichts drin. Wenn es nicht geil ist, dann sagen wir, ja, war nett, aber muss nicht sein, so, weißt du? Und ja, die könnten ja auch mein Mic einfach muten, wenn es kacke ist, weißt du? So, Playback lauter. So. Aber ja, es hat alles super funktioniert und ich habe mich auch direkt super wohl gefühlt auf der Stage. Und ja, ich weiß nicht. Und dann war irgendwie klar, dass ich die Tour mit denen jetzt einfach durchziehe. Ja. Das heißt, weil du kein Die-Hard Savage-Fan warst, wie du selber gesagt hast, hattest du gar nicht so eine Ehrfurcht, ihn zu treffen? Ich glaube, das war mein Vorteil, ehrlich. Weil ich glaube, wäre das jetzt so wirklich mein absoluter Hero, mein Idol gewesen, so seit ich klein bin, ich glaube, ich wäre erstarrt. So, weißt du, dann ist man so starstruck. Und dann erst recht willst du nicht vor deinem Hero irgendwie verkacken. Und da war es so für mich, er ist halt auf jeden Fall ein Künstler, den ich respektiere, zu dem ich aufschaue, definitiv. Aber ansonsten war es halt für mich ein ganz normaler Mensch einfach in dem Sinne. Und ich wollte einfach meinen Job gut machen. Also das war erstmal das, was mein erstes Ziel war, meine erste Intention. Ja. Ein Content-Piece, was du in der Story geteilt hast, was mir bis heute hängen geblieben ist. Was ist das denn jetzt? Es ist das gleiche Thema. Oh Gott. Als du gesagt hast, ey, scheiße, ich muss jetzt morgen in Nightliner. Ich habe doch keine Ahnung, was ein Nightliner ist und was Ja, da passiert. krass, dass was du das muss noch ich weißt. überhaupt einpacken? Und ich habe mich totgelacht, weil ich ja wirklich so, das macht sie jetzt nicht, weil es so überraschend ehrlich war, dass du so Nixon angerufen hast und hast gesagt, Bro, was packe ich eigentlich ein? Er hat mir so voll die lange Sprachnachricht dann gemacht und ich habe die dann ja so auf, weiß ich nicht, 2-mal Geschwindigkeit gemacht, wo man noch wie so eine Mickey Maus reden hört, so. Aber ich wusste es wirklich nicht einfach und ich dachte, und das Ja, ist woher auch, denn auch? Aber ich Ja. fand es so geil, dass du das halt auch geteilt hast, dass du was ist eigentlich Nightliner? So, was machen wir denn da jetzt? Wie geht das denn? Wie funktioniert das? Schlafen wir da drin? So, ich wusste nicht so, okay, wie packe ich mal eine Tasche? Was kann ich habe ich überhaupt Platz da? Oder wie funktioniert das da? Und ich weiß es nicht. Also ich glaube, weil ich auch immer darüber nachdenke, was interessiert mich denn selber? Was würde ich denn selber gerne wissen, wie was wirklich hinter den Kulissen passiert und so. Und deswegen habe ich denke dann ja auch gar nicht so viel drüber nach. Ich mache das dann einfach. Ich poste das dann. Wenn mir dann danach ist, dann poste ich das. Weil ich auch mittlerweile, wenn man so lange Content macht und Social Media macht, das hat doch morgen wieder jeder vergessen. Ja, guck Oder mal, anscheinend ja nicht. Du hast es behalten. Wann war das? 2021? Nee, 23, 23. okay. Also Am Anfang 2023, genau. Aber fast 2 Jahre habe ich es im Kopf behalten, geil. dass du Krass. ich fand das so amüsant. Oder zum Beispiel, ich liebe es ja auch einfach, lustigen Content zu posten. Zum Beispiel das feiere ich ja am Content-Creator-Dasein, weil ich sag mal, als Künstlerin in meiner Kunst kann ich ja, sag ich mal, so diesen Humoraspekt gar nicht so wirklich spiegeln. Und das kann ich mehr ausleben in meinem Content-Creator-Dasein. Also, weil ich liebe es dann auch einfach zu zeigen, dass ich irgendwie auch manchmal so ein bisschen unbedarft an die Sachen rangehe und ein bisschen so blauäugig manchmal bin und auch nicht so genau weiß, was ich mache und so ein bisschen die Dinge so aus Versehen passieren. Auch wenn ich vieles on purpose mache, aber auch vieles passiert einfach aus Versehen. Und ich glaube, also weil ich finde immer, dass das eine Person eigentlich viel nahbarer macht. So. Und das bin ich halt einfach auch. Weißt du, so bin ich halt. Und ich möchte nichts zurückhalten müssen oder so. Weißt du? Und ich glaube, das merken Leute auch direkt. Weißt du, ob du jetzt irgendwie nur eine Persona kreierst oder ob das wirklich irgendwie authentisch ist, was du da machst. Was ist das Krasseste, was du mit der Savage Crew erlebt hast bis jetzt? Also auf jeden Fall Red Bull Symphonics. Das war letztes Jahr dieses Projekt von Red Bull, wo man mit einem Symphonieorchester das Repertoire eines Künstlers performen kann. Und Savage war der erste deutsche Künstler, der das machen durfte. Das wurde weltweit, glaube ich, schon 4-mal gemacht oder 3-mal. Und Savage war dann der 4. Künstler. Und dann direkt Deutschrap. Das war natürlich überkrass. Und ich glaube, für jeden Musiker ist es ein Traum, mal mit so einem Orchester zu spielen. Ich glaube, es war ein 80-köpfiges Orchester und es ist nochmal eine andere
Gewalt, eine andere Macht, wirklich Musik so live auf der Bühne zu erleben und auch zu spüren. Du fühlst wirklich die Vibration von den Posaunen, von den Streichern, von den ganzen Komponenten, die da wirklich miteinander sich vereinen auch. Und das dann in Kombination mit Deutschrap ist irgendwie auch so krass einfach gewesen. Und wir waren einfach alle so krass emotional. Also wir haben ja eine Woche bestimmt geprobt für das Event. Und jeder Tag, das war man war krass überwältigt einfach, jedes Mal. Und ja, auch wenn ich das heute sehe, es wird ja auch aufgezeichnet und es gibt ja auch ein Live-Album dazu. Ich kriege einfach direkt Gänsehaut. Ich bin super dankbar, dass ich irgendwie in dem Moment auch wirklich Teil dessen auch sein konnte, weil ich wusste ja nicht mal, ob es über die Tour hinausgeht alles. Ne? Also ich wusste, damals haben die jemand für die Tour gesucht, aber dass ich dann auch bei diesem Projekt dabei sein konnte, das war schon sehr krass für mich. Ich habe das wirklich gesehen und ich habe halt Tränen in den Augen gehabt, weil ich fand das so, als auch Savage-Fan, ich fand das so krass. Also ich stehe immer auf so Special-Sachen, also auch auf so Akustik-Sachen stehe ich total. Und Orchester-Sachen, auch was die Amis davor schon gemacht haben. Ich war so, Alter, es ist komplett nochmal eine andere Seite und du fühlst es ja auch, selbst durch den Screen, macht es nochmal was anderes mit einem. Und dass du dann auch Teil davon warst. Ich war so, ich kenne jemanden, der auf dieser Bühne stand. Aber das ist so dieser Effekt, wie wenn du zum Beispiel einen Film guckst, dann hörst du auch mal diese Filmmusik, so, weißt du? Und das hatte halt diesen Vibe, weißt du? Und deswegen, also das macht einen so emotional. Und ich weiß noch, ich glaube, das war irgendwie der vorletzte Song oder so, wo Savage seinen Sohn auf die Bühne geholt hat. Und dann hörst du halt diese Streicher und dann sagt irgendwie Savage auch noch irgendwie ins Mic so, danke, ihr seid meine Familie. Ich konnte nicht mehr. Es war so krass einfach. Es war wirklich, und er hat es wirklich so aus dem Herzen heraus, weil es für ihn genauso ein besonderer Moment war. Also er hatte ja genauso wenig auf dem Schirm gehabt, als er damals, weiß ich nicht, mit Rap angefangen hat, dass er hier mal auf dieser Bühne das machen würde oder dürfte. Und das war so krass, weil man von jeder Person diese Emotionen dann auf der Bühne auch fühlen konnte. Und das haben halt auch die Menschen im Raum einfach gefühlt, ja. Und wann gibt es ein Feature mit Savage? Boah, inshallah, ich weiß es nicht. Hook? Nur Gott weiß. Auch da sage ich immer so, weil das fragen mich natürlich alle. Immer. Ehrlich? Ja, sehr viele. Ich habe gerade voll die Frage gecrackt hier. Nee, also nicht in einem Interview oder so, aber zum Beispiel Freunde oder Kollegen oder Leute, die das auf Instagram sehen. Und dann, ich sag halt immer, ich glaube, sowas muss man sich auch erstmal verdienen. So, weißt du, weil, ja, ich arbeite jetzt mit Savage und ja, wir verstehen uns auch sehr gut. Aber ich glaube auch bei Savage ist es so, ihm ist es wirklich wichtig, ein gutes und stabiles Vertrauensverhältnis aufzubauen. Gerade wenn man so lange im Business ist, dann ist man da sehr selektiv und gewählt und mit wem man wirklich zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht. Und ich glaube, dass ich mich einfach lieber darauf konzentriere, auf was ich zu bieten habe, als auf das, was ich will. Weil meistens bekommen die Leute, die sich darauf konzentrieren, was sie zu bieten haben, was sie wirklich als Offer aussprechen können, die bekommen in der Regel auch das, was sie wollen. Weil sie halt nicht nur mit dem Haben wollen beschäftigt sind, sondern auch, was bringe ich denn überhaupt an den Tisch? So. Und ich glaube, das ist, wenn der gegebene Zeitpunkt kommt, wenn das Universum richtig steht, die Sterne richtig stehen, dann wird es so sein. Ich meine, ich habe irgendwann auch 2021 mal in einer Story gepostet, da hat irgendwie auch jemand geschrieben, ja, es wäre voll cool, wenn du mit Savage arbeitest. Und ich so, ja, ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen hustlen, aber das steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ja, und 2 Jahre später war ich mit ihm auf der Bühne. Also ich glaube, das ist dann wie alles als ein Prozess. Und ich würde mich freuen, natürlich würde ich mich sehr freuen. Du teilst ja mit uns auf Social Media nicht nur den Fun-Stuff, über den ich dann noch 2 Jahre später lache, und über die Dad-Jokes lache, sondern ja auch so den Ernst des Lebens, dass du zum Beispiel auch Klamotten bei Videodrehs wieder zurückschicken musst, da erinnere ich mich noch dran. Und dass auch dir gesundheitliche Themen, auch deine Migräne oft einen Strich durch die Rechnung machen und dass dann natürlich auch deine Arbeit beeinflusst. Macht dir das insgesamt dann noch mehr Druck, wenn du das teilst, dass du dann noch mehr von dir preisgeben musst und dann doch wieder lustig sein musst, weil die Leute keinen Bock haben auf nur Dieb und irgendwie Negativität? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass es sehr dankbar aufgenommen wird oder dass es
den Leuten irgendwie selber Druck auch nimmt. Also auch vor allem so Künstlerfreunden, die dann auch sehen, so, ja, wir sind halt auch einfach alles ganz normale Menschen. Wir müssen jetzt hier nicht irgendwie ein bestimmtes Bild aufrechterhalten. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen vorbei ist, dieser, wie soll ich sagen, früher in der früheren Ära, so in der 2000er waren so wirklich diese krassen Celebrities, das war so das Ding, aber durch Social Media ist ja alles irgendwie so nah rangerückt ans Publikum, an die Fans, an die Community. Und ich persönlich, ich liebe das ja auch, wenn ich irgendwie was Persönliches mitbekomme von irgendeinem Star irgendwo und sehe, okay, zum Beispiel Adele, ich liebe sie, dass sie halt auch so funny ist und auch so, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Live-Performances von ihr sehe, das sieht alles total ungeplant aus oder die reagiert auch einfach auf die Momente und ist dann einfach sie selbst. Und ich glaube, das macht sie ja auch gerade so sympathisch. Und trotzdem denkt jeder, sie ist eine der krassesten Künstlerinnen auf diesem Planeten. Das tut ihr keinen Abbruch, im Gegenteil. Weißt du, das macht sie ja dann auch wieder so unique. Und ich glaube, das ist eher der Weg sogar, dass du dann auch mal, am Anfang kostet es Überwindung, aber danach denkst du, ach, es ist viel einfacher. Du brauchst nicht mehr den Bauch einziehen, weißt du, kannst einfach setzen, ist alles okay, jeder hat die gleichen Struggles, so weißt du, wie ich meine. Weiß nicht, wovon du redest. Nee, ne? Ja. Das Leben und eine Karriere läuft ja nicht geradlinig. Was motiviert dich denn in schwierigen Phasen dran zu bleiben und nicht wieder Corporate zu machen? Auf den. Ja, dass ich im Prinzip ja schon genau das mache, was ich mir immer gewünscht habe. Also ich habe halt, ich weiß noch, ich habe damals mit Live-Coaching angefangen, so 2017. Und damals hat mein Coach mir so zu Beginn so einen Fragenkatalog gegeben. Und da stand unter anderem die Frage, was ist dein unmöglicher Traum? Also ein Traum von dir, der aber definitiv zu 100% unmöglich ist und erklär bitte, warum der unmöglich ist. Und dann habe ich direkt gesagt, so, ich wusste es sofort auch, ne? Ich habe gesagt, also mein größter Traum wäre, ich könnte als Künstlerin eigene Songs machen und damit erfolgreich sein und davon auch leben können. Aber das ist so möglich, weil erstens, ich kann keine Songs schreiben. Also das war meine Wahrheit. Also ich war zu 100% davon überzeugt, ich kann das nicht. Ich bin nicht talentiert genug und ich habe schon so viele gesehen, die sehr noch talentierter waren als ich, die haben es auch nicht geschafft. Nee, das ist nicht möglich. Und irgendwie hat mich dann aber diese Frage nicht losgelassen. Ich habe bestimmt ein halbes Jahr auf dieser Frage rumgekaut, so. Sie hat das auch nicht kommentiert, ne? Also sie wollte einfach nur mit diesen Fragenbogen geben und dann weiß ich noch, dass dann irgendwann sagt sie, hä? Also ich gebe für alles 150%. In meinem Job bin ich immer so auf Vollgas. Und bei meinem größten Traum habe ich nicht mal 1% investiert, weißt du? Also nicht mal versucht. Also ich habe ja einfach gesagt, ich kann das nicht. Ich habe es nicht mal versucht und dann gesagt, ich kann das nicht. Und das hat mich irgendwie so traurig gemacht, dass ich mir das irgendwie nicht erlaube. So, und dann habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ich würde es wenigstens versuchen. Und dann habe ich erstmal gesagt, ich will versuchen, Songs zu schreiben. Da war noch gar nicht irgendwie Künstlerin sein und davon leben. Ich will erstmal nur gucken, ob ich Songs schreiben kann. Dann habe ich gemerkt, krass, ich kann das ja irgendwie. Also ich bin jetzt noch nicht krass, aber ich kann es auf jeden Fall. Und das hat mir dann auf einmal so viel Erfüllung geschenkt, sodass ich meinen Traum mir gerade selbst erfüllen kann, so Schritt für Schritt. Und dann war es ja dann seit 2019 so, dass ich dann auf einmal diesen unmöglichen Traum, der wirklich, mein Leben lang für mich nicht irgendwie überhaupt wahrscheinlich war in irgendeiner Weise, ausleben. Und das fühlte sich in dem Moment, also wo ich wirklich gesagt habe, ich gehe jetzt den Schritt und mache jetzt Musik. Es fühlt sich an, als hätte ich ein zweites Leben geschenkt. Also ein zweites Leben, für das ich mich bewusst entschieden habe. Und wenn es dann halt wirklich mal schlecht läuft, dann mache ich mir das jedes Mal wieder bewusst. Dass ich keine Ahnung, es gibt dann zum Beispiel so Tage, wo ich dann morgens aufwache und ich bin irgendwie genervt, weil ich habe irgendeine Abgabe wegen irgendeinem Mix oder so und dann ruft mich irgendein Kumpel an, der auch Künstler ist und sagt, ey, kannst du mal bitte reinhören, wie findest du die Toplines? Dann denke ich, boah, ich habe eigentlich keine Zeit. Und dann denke ich mir so, ey, krass eigentlich. Ich lebe ein Leben, wo ein anderer Künstler mich um meine Meinung fragt, wie ich seine Kunst finde oder was ich vielleicht anders machen würde. Das hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können. Und dann bin ich ganz schnell gehumbelt und denke mir so, das mache ich jetzt. Genau das mache ich jetzt einfach so weiter. Ich kann dir sagen, ich finde es wirklich bemerkenswert, was du bis jetzt schon alles geschafft hast.
und finde es wirklich immer eine Freude, dir zuzuschauen. Und ich weiß auch noch, als du, da hattest du dann, glaube ich, bei Insta angekündigt, ja, ich versuche jetzt innerhalb von wenigen Wochen auf TikTok die 100.000 Follower oder so zu knacken, die Mission. Und ich war so, go girl, ich habe keine Ahnung, wie man das macht, aber ich vertraue in dich. Und du hast es einfach geschafft und dir da deine Formate entwickelt. Ja, auch klar mit dem Fashion-Hintergrund, ne, was ist dein Outfit wert? Und mal eine ganz persönliche Frage, woher zur Hölle findest du raus, was diese Sachen kosten und was das überhaupt ist? Weil Also, für mich ist es halt, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war, gefühlt ein schwarzes Kleid, 10 Trilliarden Ringe, eine Kette. Okay, ich sag's dir, wie es ist. Es gibt einen Cheatcode. Und zwar gibt es eine Seite. Natürlich gibt es eine Seite. Es gibt für alles eine Seite im Endeffekt, wo dann bestimmte Outfits dann von irgendwelchen Celebs genau auseinandergenommen sind. Und im Prinzip ist Content ja immer das Gleiche. Du siehst auf einmal irgendwelche Informationen werden in Videoform geteilt. Und nichts anderes ist dieser Outfit-Check. Ich habe einfach gesucht, ob es irgendwelche Quellen gibt, wo ich mir sowas raussuchen kann, weil die Idee ist dadurch entstanden, früher habe ich halt immer mir, als man wirklich noch Printmedien gelesen hat, habe ich mir immer die Insta gekauft. Das war so meine Bibel, meine Fashion-Bibel. Und ich habe immer geguckt, okay, weil da stand ja immer genau, okay, weiß ich nicht, J.Lo trägt von dem und dem, von Bulgari diese Marke oder für den und den Preis. Ich habe immer geguckt, ob es irgendwas da gibt, was ich mir leisten kann. Weil manchmal haben sie auch was von Mango oder von Zara getragen. Da dachte ich so, boah, krass. Boah, das ist ja dann schon fast, man könnte sich ein Stück von Celebrity irgendwie, von diesem Glamour irgendwie zu sich nach Hause holen. Mich hat das abgeholt. Also zumindest, wenn du fashion-affin bist, dann interessiert dich das einfach. So, weil viele konnten nicht verstehen, aber wen interessiert es? Aber ich so, glaubt mir, das interessiert Leute. Also, ja, obviously, ne? Und dann habe ich halt gedacht, wie könnte ich das als Format machen? So, und dann habe ich halt einfach ein bisschen gegoogelt und irgendwann bin ich auf diese Seite gestoßen. Und dann habe ich mir dann einfach so die ersten Outfits rausgepickt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe halt davor mit einem Künstler, der auch Content Creator ist, die ersten Content Pieces zusammen gemacht. Der hat mich dazu gezwungen. Der meinte so, komm, wir machen jetzt mal Content. Und ich war so, ich weiß nicht, ich will nicht. Weil natürlich, ich war auch im Widerstand. Ich hatte auch keinen Bock am Anfang. Ach was. Ja, wie es halt so ist. Ne? Aber dann dachte ich so, ich kann also die Energie, die ich in diesen Widerstand stecke, könnte ich ja eigentlich auch mal nehmen und einfach in Content umwandeln. So, weißt du, weil es ist auch Energie, die man irgendwie verschwendet und vergeudet, sich immer nur dagegen zu wehren. Man merkt es nur nicht. Ja, und dann hat er mich halt dann überzeugt, dann haben wir so ein paar Content-Pieces gemacht, das hieß damals Errate das Baby. Ich musste dann einfach so Baby-Fotos mir angucken und sagen, wer ist das? Und was zum Beispiel Tupac oder Eminem und so. Und das ist auch direkt viral gegangen, weil er halt auch schon eine gewisse Größe hatte. Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt so mein Kickstart. Okay, das funktioniert schon. Mein Kanal hat schon ein paar virale Momente. Jetzt will ich mir aber irgendwas überlegen, was zu mir passt, ne? Weil das war jetzt so random. Und dann kam das halt mit diesem Outfit-Check-Format. Und je länger ich das gemacht habe, umso mehr Ideen habe ich bekommen und so mehr fiel dann auch die Hemmschwelle, einfach verschiedene Ideen auszuprobieren, weil es gibt ja auch Formate, die einfach gar nicht funktioniert haben. Aber egal, dann denkst du, egal, machst das nächste und machst so ein bisschen Trial and Error. Und irgendwie hat sich das dann so über die Zeit, Gott sei Dank, entwickelt. Keine Ahnung. Wenn die Musik aber noch nicht so viel abwirft, womit verdienst du dann dein Geld? Also tatsächlich, hauptsächlich oder den größten Teil durch Social Media. Also das war wirklich, deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich dann damals damit gestartet habe. Ich habe natürlich auch durch Live-Gigs Geld verdient, aber es ist trotzdem jetzt in der Anteiligkeit, wenn ich es jetzt betrachte, bei weitem nicht so viel, wie ich es mit Social Media mache. Und das ist wirklich... Deswegen, auch wenn man manchmal keinen Bock hat oder so, ich denke mir so, wow, also erstens, ich kann mir selber Sichtbarkeit geben. Ich kriege Präsenz dadurch. Ich als Person und als Content Creator und meine Kunst profitiert davon. Und ich kann davon meinen Lebensunterhalt finanzieren und meine Musik. Worüber beschwere ich mich eigentlich? Und ich mache das alles von zu Hause aus und ja, was soll ich sagen, ne? Also ist für uns nicht so Fit-Base natürlich auch. Ja, das ist das bequem. Ding. Ja, das nicht ist wahr? Das Problem. Vielleicht muss ich mal so Fitness-Content machen oder so. Ich glaube, das wird nicht mehr in meinem Leben passieren, aber ja. Ja. Was denkt denn dein Umfeld jetzt über die Entscheidung, was du damals gemacht hast? Das weiß ich nicht. Ich habe mit denen nicht mehr wirklich viel zu tun. Wirklich? So krass, ja? Ja, also es hat sich wirklich so auseinandergelebt.
dass ich gar keinen Kontakt mehr zu denen habe. Also wie gesagt, ich hatte ja eingangs erzählt, dass ich mich dann einfach so distanziert habe. Aber es ist ja so ein bisschen auch so beidseitig so. Die laden einen nicht mehr so oft ein. Man sagt öfters ab, weil man nicht mehr so wirklich Lust hat, irgendwie sich dem auszusetzen. Oder man auch merkt, okay, wie gesagt, die Schnittmenge ist nicht mehr so da, über was man sich so austauschen kann, ohne dass man wieder in so einen Rechtfertigungsmodus kommt. So. Die waren dann halt auch einfach auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Viele von denen haben dann zum Beispiel auch Kinder bekommen, konnte ich jetzt gar nicht mitreden. So, ich weiß ja jetzt nicht so viel, wie ich mich da jetzt so einbringen kann. Ich finde das natürlich toll, aber ich war gerade mit meinem Baby, mit meiner Musik unterwegs. Also wir waren an verschiedenen Stellen im Leben einfach so, dass es dann nicht mehr so wirklich gepasst hat. Und dann ist es halt ab und zu mal so, dass jetzt, also seit der Savage-Sache, kriege ich dann auf einmal so, ja, voll cool, wir freuen uns voll. Und ich so, echt, kriegt ihr das mit? Ja, wir verfolgen das natürlich schon immer die ganze Zeit und so. Und ich so, ja, okay. Ich sage dann natürlich immer Danke. Ich finde es natürlich auch immer so ein bisschen komisch, so auf einmal so, ja, wir finden das super toll, so. Aber ey, ich kann es ihnen auch nicht übel nehmen, weil woher soll man denn da auch wirklich wissen, was so abgeht, wenn ich jemand versuche, meinen Tagesablauf zu erklären, weil ich selber nicht weiß, was mache ich eigentlich, ne? Also es ist immer nicht wirklich greifbar für jemand Außenstehenden, glaube ich, wenn man jetzt aus dem kreativen Bereich kommt oder vor allem auch aus dem Musikbereich. Deswegen, weiß ich nicht. Also die Freunde, die jetzt in meinem Kreis sind, die feiern das alle, sind aber auch fast alle, bis auf, glaube ich, 2, 3 Ausnahmen, selber aus dem kreativen Bereich, aus der Musik, sodass man alle irgendwie den gleichen Traum teilt und irgendwie auch schon immer das gesehen hat bei dem anderen. Und so sind das alles so Begleiter meiner Journey. Und meine Eltern sind die sind halt super stolz. Also die sind wirklich so. Mein Vater, weiß ich nicht, das weiß ich noch, das war so geil. Da war ich gerade bei denen zu Hause und dann hat irgendwie ein alter Freund von ihm angerufen und dann haben die sich so unterhalten und dann hat sein Bekannter wohl gefragt, so, was macht deine Tochter jetzt? Ja, meine Tochter, die wird jetzt Popstar. So, mit einem Selbstverständnis. Also er ist der Meinung, ich werde jetzt Popstar, so, weißt du? Er glaubt es auch so, weißt du? Und ich weiß, dass er das ganz ernst meint und das ist ein krasses Gefühl und auch nicht selbstverständlich. Ich glaube auch, dass wir in ein paar Jahren auf die Folge hier zurückschauen und dann bist du halt. Ja, nur Gott weiß. Ich weiß. Aber ich würde mich natürlich freuen. Ich sag immer, ich will einfach nur gucken, wo ich lande. Das nimmt ein bisschen den Druck raus. Ich freue mich, dass du den Support vor allem auch von zu Hause kriegst. Ja, sehr. Weil du ja sagst, es ist nicht selbstverständlich. Ich habe noch eine letzte Frage. Was finden wir denn jetzt auf deinem Vision Board? Auf meinem Vision Board, ich will meine erste eigene Tour spielen. Ich möchte das Thema Moderation gerne noch viel größer machen. Also, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja so ein bisschen durch meinen Content auch sozusagen einfach zu mir gekommen. Und das ist etwas, was so natürlich und sich so einfach und leicht anfühlt, also in einem positiven Sinne. Also es ist einfach so ein Feld, was so ganz neu ist für mich und super viel Spaß macht und das finde ich voll geil. Ich möchte das gerne noch viel weitermachen. Ich sehe mich schon mit den ganzen Celebs irgendwo, die ich irgendwie in mein Format einlade und sowas. Das würde ich gerne machen. Das ist zum Beispiel sowas, was safe auf meinem Vision Board ist. Und dann möchte ich, dass jeder im Land weiß, wer Keisha Gao ist. Und nicht weniger. Ja. Und vielleicht machst du noch ein Foto von einem Spaghetti-Eis. Das wird immer dabei sein. Von einem Gym. Das obligatorische Gym-Foto, was man immer an sein Vision Board macht. Ja, mit so einer einsamen Hantel, die irgendwo so da liegt, ne? Ich weiß es nicht, doch, aber irgendwann muss es ja sein. Auch schon Gott, so angestaubt. Ja. Ganz viel Liebe für dich. Danke, dass du dir die Zeit und die Mühe gemacht hast, ich danke dir. herzukommen. Wir haben noch das Ritual, dass du eine Frage da lässt für meinen nächsten Gast. Hast du dir eine überlegt? Ja, ich habe mir überlegt, welcher Song hat dich durch deinen letzten Heartbreak getragen? Und warum? Geil. Die finde ich richtig schön. Ich weiß selber noch nicht, wer der nächste Gast sein wird. Von daher. Danke, Kay. Dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.